So. Sind wir schon live? Wir sind live. Ist ja super, oder? Moin, ihr Landratten. Moin. Die Chefin ist auch da. Heute mal vor der Kamera. Wusste ich jetzt auch nicht, dass ich hier Model spielen soll. Ja, Hier so sind ist so es. viele nette junge Männer. Also, Hier laufen so viele rote Ja. Menschen rum. Also wir sind auf der Cup San Diego und der Streamtitel sagt es ja schon, es gibt heute neue Teile und zwar eine Kurbelwelle für den Hilfsdiesel und einen Zylinderkopf gibt es und ich glaube noch ein, zwei andere Teile. und Ware ist ja auch schon gekommen fürs Restaurant, habe ich gehört. Fürs Restaurant, ja, das Wichtigste. Und es sind jede Menge ehrenamtliche Helfer hier, die warten jetzt alle darauf, dass gleich der Schwimmkran kommt. Also ihr seht die ganze Mode nicht, die steht nämlich verkehrt zur Kamera. Eben hieß es einmal, ja, es verzögert sich alles noch niemand da. Und dann hieß es plötzlich, Schwimmkran jetzt losgefahren. Was jetzt ganz genau die Situation ist, wissen wir auch nicht so genau. Aber ich glaube, das weiß auch keiner, ne? Ja, ach, ich glaube, die finden das aber eigentlich auch alle ganz nett, wenn man hier ein bisschen Käffchen trinken kann, oder? Also, wir können ja mal versuchen, uns da durchzuwühlen Wollen wir mal? und jemanden finden, der weiß, was Sache ist. Der wirklich weiß, wo es lang geht. Ja, wir probieren das Wir mal. probieren das mal. Wir probieren das mal. So, So, darf ich einmal durch mit der Kamera? So, moin. So, ich glaube, hier ist jemand, der weiß, was Sache ist. Oh. Christian, moin. So, wir sind live auf Sendung. Ja, moin. Also, das ist der Christian. Moin. Moin. Darf ich dir mal ganz kurz ein Mikro geben? Ich wollte dich nur mal fragen, was jetzt, du sahst so aus, als ob du Ahnung hast, was jetzt hier Phase ist, beziehungsweise wann der Kran kommt. Ja, also der Kran müsste jetzt so im Laufe der nächsten halben bis einer Stunde müsste er ungefähr hier sein. Der wird erst hier außen einmal anlegen. Ach, ich dachte, der wäre schon unterwegs. Ja, der ist auch unterwegs, da hinten. Ja, wenn man da so grob über die Lagerhalle drüber guckt, dieser kleine Gittermast, der da oben rausragt. Das müsste eigentlich der Kran sein. Nur der braucht halt ein bisschen, der fährt ja nicht ganz so schnell. Okay, alles So, klar. dann kommt er erstmal hier draußen an den Ponton, wird einmal ein Mann übersetzen und noch ein paar Sachen übernehmen von uns und dann fährt er einmal außen rum hier und legt sich bei uns an die Seite und dann geht es los. Und dann geht das irgendwann los. Ja, wunderbar. Was genau wird jetzt nochmal geliefert? Also als erstes müssen wir oben, sagen wir mal, das Dach von der Maschine abnehmen, also das Skylight, dass wir da überhaupt durchkommen. Das legt er dann bei sich auf dem Kran ab und dann bekommen wir einen von Everlands überholten Zylinderkopf von der Hauptmaschine wieder. Dann noch die überholten Generatorteile für den Hilfsdiesel, den wir jetzt ja fertig machen wollen. Und zum Schluss kommt die neue Kurbelwelle für den Generator Nummer 3. Und die wollen wir dann direkt im Maschinenraum unten noch verfahren und direkt an den Motor einlegen, zusammen mit der Firma. Kurbelwelle hört sich jetzt so riesig an. Ich glaube, im Vergleich zum Schiff könnte es sein, dass die eher streichholzmäßig aussieht. Wenn man sie mit dem Schiff vergleicht schon, ja. Ja. Dann ist sie doch eher klein. Die ist so 3-4 Meter lang, Ja. aber halt so sperrig, dass wir sie mit normalen Mitteln nicht reinkriegen und deswegen haben wir uns dann entschlossen, dass Weißt du, was sie einmal wiegt ungefähr? 1,4, 1,5 Tonnen. Okay. Also das Gewicht wäre nicht das Problem, sie ist halt so sperrig, dass wir sie nicht durchbekommen. Und das ist ja auch, wahrscheinlich ist das ja auch echt so ein Präzisionsteil, ja, klar. was nach Möglichkeit nirgendwo anditschen sollte. Also wenn wir die einmal gründlich irgendwo vorhauen, dann ist sie kaputt. Ja. Dann, Der Hilfsdiesel, der war ja jetzt auch eine ganze Zeit lang nicht in Betrieb, ne? eigentlich seitdem das Schiff aktiv nicht mehr gefahren ist. Ah, okay. Und wo kommt die jetzt her, die Kurbelwelle? Wurde die jetzt neu angefertigt oder? Nee, das ist tatsächlich noch ein Teil, was wohl in der damaligen Zeit auch angefertigt wurde und das irgendeine Firma im Lager hatte und die konnten die halt wohl nicht mehr gebrauchen. Deswegen lag die im Lager und wir haben die durch günstigen Zufall entdeckt und dann auch übernehmen können. Wow. Und musste die jetzt noch irgendwie aufgearbeitet werden oder? Das ist ein Neuteil. Also es ist ein Neuteil. Ja, ja. Also die das ist ja ein Riesen- ja genau. Also das ist so ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl, dass es dafür überhaupt noch was gibt. Ja, sehr cool. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr schon dabei seid. So viele schon hier früh morgens dabei auf der Cup San Diego. Ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Wir werden uns gleich mal ein bisschen hier auf dem Schiff umschauen, denn das haben wir auch noch nicht gemacht bisher. Vielleicht gleich mal so einen kleinen Rundgang hier machen. Ihr wartet ja auch eigentlich alle darauf, dass es losgeht. Ja, also ich meine, jetzt kann man ganz schön sehen, wie er da hinten fährt. Ich meine, den Gittermast sieht wieder da Ah, vorbei. da Das ist er, also der da Kran. ist er jetzt. Warte, da ist der Schwimmkran. Genau.
Weißt du, welcher das ist? Hat der AIS? Ja, der hat AIS. Unsere Zuschauer gucken ja immer ganz gerne auf dem AIS. Ich meine, das ist der Hala 1. Aber ich gucke nochmal rein. Oh, ist er? Nee, Hala 3 ist das. Hala 3 ist das, okay. Ja. Können wir den ja quasi beobachten. Also das ist, die haben ja zwei, das ist der größere von den beiden. Ja, Das also hat 3 nichts und mit dem- 4 haben die, glaube ich. Genau, Ne? der Vierer ist der kleinere. Vom Gewicht her hätte er das auch locker geschafft, aber er hat die Hubhöhe halt nicht, dass er hier oben ganz nach oben reinkommt. Also wir müssen wirklich quasi ganz nach oben. Ja. Also und im dann, Prinzip hinter der Brücke Ja. ist das Skylight und da muss er durch. Und er muss auch die entsprechende Ausladung haben, dass er auch so weit damit kommt. Das sind halt die Gründe, warum wir den jetzt genommen haben. Ja, super. Dann vielen Dank erstmal für die Infos. gerne. Also wir schauen uns mal ein bisschen um und gucken mal, ob wir den einen oder anderen anquatschen. Immer gerne. Na, ich glaube, die Ehrenamtlichen hier, die haben ja auch alle immer, die meisten zumindest, Lust, ein bisschen was zu erzählen. Ne? Seemannsgarn erzählen wir alle gerne. Ja, Dafür sind wir da. Ja, Christian, erstmal vielen Dank. gerne. Ich nehme dir mal das Mikro ab. Ja. Noch Chance einmal in die runter in die Maschine kommen. Ja, das Problem ist, dass wir unten, aber hier vorne ist ja so eine Schleuse. Ja, genau. Also das können wir euch einmal zeigen. Ich glaube, da können wir gleich mal testen, wie das empfangsmäßig ist. Von da können wir nämlich kannst reingucken. ja mitkommen. Ich weiß nicht, ob du da noch etwas zu sagen kannst, dann kannst du das Mikro gleich wieder haben. Die wollen noch jetzt bald mal kommen. Ja, dann können wir gleich mal gucken. Sonst Sonst gibt doch Christian noch mal Genau, das Mikro. deswegen, da kann noch viel Dann können mehr wir noch mal sagen. erklären, was hier passiert. Und wir können gleich mal testen, ob das empfangsmäßig hier funktioniert. Ja, genau. Also hier ist im Prinzip die eigentliche Übergabe für solche Großteile. Die werden hier oben durchgefahren und dann mit unserem Maschinenraumkran da vorne übernommen. Aber da die Kurbelwelle von den Abmaßen so ist, dass uns das ein bisschen zu heiß war, haben wir halt gesagt, wir machen das lieber sicher mit dem großen Kran. Die kommt dann im Prinzip, hier sieht ihr oben die Kranbahn Ja. und dahinter kommt die Welle dann rein. Ah ja, und die muss dann, glaube ich, da unten, irgendwo ist eine Bodenplatte. Genau, da wo die Filter, Platten ne? jetzt wechseln, da geht sie nachher durch nach ganz nach unten. Also noch 2 Stockwerke tiefer. Und die Zylinderköpfe sind im Prinzip, das ist im Prinzip so einer, wie man jetzt hier auch sieht. Genau, so runden jetzt, Deckel, ne? genau, so einer kommt jetzt als erstes an. Den stellen wir dann hier auf das eine blaue Gestell, was hier oben drauf ist. Da wird er abgestellt, also damit er aus dem Weg ist erstmal. Ja. Dann kommen die großen Generatorteile, die stellen wir so ein bisschen seitlich. Und dann als letztes kommt die Kurbelwelle. Die werden wir hier im Maschinenraum auch nochmal um 180 Grad drehen, wenn wir sie mit unserem Kran anschlagen. Und dann geht sie halt nach unten. Und von da übernimmt dann die Firma Bagun das Kommando. Dann zirkeln wir sie unten um die Hauptmaschine rum. Das wird auch nochmal relativ spannend werden. Relativ Millimeterarbeit. Ja, da haben wir ja fast den ganzen Tag mit zu tun wahrscheinlich, ne? Also die Ansage für die Kollegen, die beteiligt sind, ist Feierabend ist, wenn fertig. Open End. Ja. Wenn es Mitternacht wird, wird es Mitternacht. Ja. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, da mittendrin aufzuhören. Du kannst die Teile ja nicht, gerade die Kurbelwelle kannst du ja nirgendwo ablegen, kannst ja nirgendwo zwischenlagern. Also wir haben uns da schon Blöcke für gebaut, dass wir sie im Notfall ablegen können. Ja. Aber wir wollen das gerne vermeiden, da auch ja die Firma Bagun einen vollen Terminplan hat. Sonst Ja. könnte es natürlich passieren, dass das sich jetzt erstmal wieder um ein paar Wochen verzögert, weil die ja auch viel zu tun haben. Deswegen wollen wir das gerne heute alles fertig machen. Ja, cool. Dass wir da in einen Rutsch... Und dann wollen wir auch den Diesel weiter zusammenbauen, der soll ja auch mal irgendwann wieder fertig werden. Stimmt, der ist im Moment ja komplett zerlegt, ne? Da ist im Prinzip alles raus, das ist nur noch Ja. das nackte Gestell. Der Maschinenblock steht auch an der Seite, unten ist die Kurbelwellengasse ist dann halt frei, weil wir da heran müssen. Das wird auch noch ein bisschen dauern und viel Arbeit nach sich ziehen. Da machen wir vielleicht nochmal einen extra Stream drüber, über die ganze Technik, den Hilfsdiesel. Ja, können wir machen. Ja, super. So, dann werden wir uns noch mal ein bisschen umschauen. Ja, viel Spaß. Achso, immer das Mikro nicht vergessen. Ja. So. So, So, wir werfen mal einen kleinen Blick in den Chat. Guck mal, Seren ist auch schon wieder wach, haut 5 Subs raus, Seren, Dankeschön. Der Alpha Kruse ist auch neu an Bord, nicht neu an Bord, verlängert seinen Sub, Dankeschön. Er hat Krokkoli, auch schon seit 10 Monaten auf der Speicherstadt und die Flussmöwe, 10 Monate auf dem Fischmarkt. Ganz lieben Dank. Brigitte ist auch da, zumindest im Chat. Wollte Brigitte nicht auch da hinten irgendwo?
schauen? Ja, die wollte ja hier in den Hafen. Ich hatte ja gedacht, die kommt hier vielleicht noch vorbei, aber die wollte nach Steinwerder. Ne? Sie hatte doch okay. gesagt, irgendwie sie ist unterwegs, bin ich der Meinung. Ja, wollen wir mal Ja, wir einfach einen machen kleinen mal Rundgang machen? einen Gang. So schön. Und ich finde ja auch den Boden von dem Schiff immer so schön. Ne? Ich mag ja Also das so, ist wirklich, das ist hier echt wunderbar in Schuss, ne? Dieses Schiff. So. Und wir können jetzt einmal hier nach vorne gehen. Wenn man das Wetter heute hier anguckt, im Gegensatz zu gestern, also Von 36 auf 16 Grad über Nacht. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber gestern war es wirklich unerträglich. Ich habe gestern nur in meiner Hängematte gelegen und mich gefeiert, dass ich morgens so früh den Stream gemacht habe und dann mit ruhigem Gewissen mich quasi tagsüber ausruhen konnte. die haben auch wilde Tiere an Bord. Hast du gesehen? Ja, ein Strauß. Da unten geht es zur Ausstellung. Hier Ja, die läuft gerade eine Ausstellung ist toll, aber da können wir leider nicht rein, Ja. weil, ne? Die Brigitte hat übrigens heute Geburtstag. Brigitte hat Ja, Geburtstag. Brigitte hat Brigitte, Happy Geburtstag. Birthday. Da Wenn wir müssen wir, das mal, müssen wir mal ein Geburtstagshorn raushauen. Ne? Ja, Für hau mal all raus. unsere Geburtstagskinder. Darf ich Ich dir halt mal die mal. Kamera geben? Jo. Dann suche ich mal die Hörner. Dann sag ich mal Happy Birthday an alle Geburtstagskinder und natürlich ganz besonders an Brigitte. Jetzt gehen wir mal vorne auf den Bug. Endlich mal wieder ein Schiff, wo man richtig schön auf Andi, den man, Bug kann. man geht hier so wirklich wie aus so einem richtig coolen, großen Schiff. Und hier ist keiner, ne? Man kann sich das alles angucken. Guck Hier liegen schon die Leinen. mal hier. Demnächst geht es wieder auf Fahrt. Und das muss man auch wissen, die ein richtiger schöner Cap San Diego Stapel. ist ja hier in Hamburg nicht mit Leinen festgemacht. Die hat ja sogenannte Dockschlösser, vielleicht sehen wir die noch mal. Und das heißt, wenn sie dann fährt und irgendwo zum Beispiel in Cuxhaven festmachen muss, dann müssen quasi die Leinen erstmal aus dem Lager geholt werden. So richtig oldschool, ne? Ja, aber du kannst ja mal, leg mal deine Hand da rum. Da sieht man mal. Und das Ja, sind aber noch guck mal, nicht es ist mal, armdick, ne? Also das sind meine noch nicht mal die armdicke. dicksten Leinen, die es gibt. Hier haben wir die Ankerwinde. Jo, wir kommen. Ich weiß gar nicht, ob man hier was sehen kann. Nicht so richtig. Ja, also der Kran braucht auf jeden Fall einen kleinen Moment. Sebastian sagt, kommt jetzt aus dem Vorhafen, aber ich glaube, wir können ihn nicht so richtig sehen, weil hier noch das Dock von Blom und Voss davor ist. Leute, aber guckt euch jetzt mal bitte dieses schöne Schiff an. Wenn man hier vorne auf der Back steht, Das ist auch riesig, ne? Es ist echt. das nicht, also das ist so schön, dieses Schiff, und das ist so richtig Schiff. Ja, also wie man sich das vorstellt. Man kann übrigens hier an Bord auch übernachten, ist allerdings sehr gut gebucht. Und wenn ihr das besichtigt, ihr könnt hier quasi frei an Bord rumlaufen. Ich glaube, es fängt so ein ganz bisschen an zu regnen, aber ich glaube, das stört uns nicht so weiter, ne? Nee, es gibt ja notfalls gibt es hier auch Stellen, die überdacht sind. Ja. Das kriegt man eigentlich ganz gut alles hin. Nee, also das ist wirklich, Alleine dieser Blick. Ich würde mich doch einfach hier oben einfach hinstellen. Kannst ja stundenlang glotzen, oder? absolut. Guck mal, stell dir vor, du machst mal so eine Fahrt mit und stehst dann hier vorne. Ja, da kannst du mit Schwester Mit Hansen Titanic. gleich wieder Titanic machen. Guck mal, da kannst du hier schön raufklettern, ne? Kann sich oben festhalten. Passend mit Hamburg-Flagge. Also mir gefällt das sehr gut hier.
Ja, Tanja ist ganz verliebt in die Cap San Diego. Ja, und das ist auch alles so, guck mal, das ist alles so schön und ordentlich. Und die sind hier wirklich immer mit den ganzen Freiwilligen hier Also es ist echt, oder Ehrenamtlichen. das ist echt ganz krass Wird das hier gepflegt. echt geputzt Ja. und gewienert und gestrichen. Flussmöwe, ich danke dir für 10 Monate. Boah, Seren. Seren eskaliert schon wieder. Du Verrückter. Mensch, 5 Subs nochmal. Flussmöwe. Dankeschön. Moin, meine Liebe. 3 Euro Superchat. Herzlichen Dank. Und dann haben wir die Bande aus Wasserburg. Anja lässt... Nicht so schnell, der Kran kommt doch noch gar nicht. Du hast schon wieder. Wer verfolgt dich denn eigentlich heute? Ja, wenn ich einmal so in Schwung bin. Ja, aber das ist doch so schön hier. Man kann doch hier noch so ein bisschen gucken. Ja, wir und können zeigen. aber, wenn du möchtest, Aber lass wir uns... müssten auf die Brücke noch mal. Die ist doch super. Ja, lass uns mal auf die linke Seite gehen, dann kann ich auch mal zeigen, wo das alles rein muss Ja. und von wo verladen werden muss. Hier kommen wir jetzt nicht durch. Komm, ich zeig dir mal, wo es lang geht. Oh, Seren. Danke, danke, mein Lieber. Nochmal eine 5er-Bombe. Guck mal hier. Ja, einfach mal so ein Stück Anker. Ach, guck dir mal an, wie riesig Ersatzanker. das ist. Oh, ist doch unglaublich. Was für ein fettes Teil. Und hier stehen auch die ganzen Bierbänke, denn auf Ausfahrten kann man hier natürlich dann auch schön sitzen und Bierchen trinken. Was ist denn das hier eigentlich gegenüber? Bitte? Was ist denn das hier eigentlich gegenüber? Das ist doch hier unsere Tankstelle. Stimmt. Ja, guck mal, da liegt auch die Palmaille. Da ist stimmt, gerade hab ich jetzt gestern ist gerade eine Reportage auf NDR erschienen. Palmaille mit hier über den Tankwart, Stimmt, habe ich auch gesehen. der da drauf fährt. Das liegt ist da doch der gerade. Sohn, ist das nicht der Sohn von der Tankstellen? Ich glaube, Ich habe die angefangen zu gucken. Ich bin erst bei 10 Minuten oder so. Ich bin noch nicht durch mit der Doku. Guck mal, der hat auch eine Klüsenspülung, ne? Da wird das mal klar Schiff gemacht. Ja. Von der anderen Seite sieht das immer alles so anders aus, ne? Ja, Wenn das man so ist, von den also, Landungsbrücken jedes Mal da langläuft, man weiß gar nicht, wie es von der anderen Seite aussieht. Ja, klar, kommst ja sonst nicht hin. So. Guck, hier stehen sie wieder alle. Moin Leute, wir sind auf Sendung übrigens. Ja, jetzt schon, ne? Also, ich wollte euch nur vorwarnen. Und schon was in Sicht vom Kran? Ja? Oha. Ja, dann mal Ja, schnell dann gucken wir dann. mal ums Eck. Wollte zwar eigentlich erst nach oben, aber dann kicken wir mal hier ums Eck. Ja. Oh ja. Das geht Oh, ja los hier. der ist aber heute flott unterwegs, der Kran, oder? Der hat mir extra den Turbo angeschmissen. So, da kommt der Schwimmkran. Ja, und man wird sich wundern, die Teile werden eher winzig aussehen. Sowohl auf dem Kran als auch wenn die hier an Bord kommen. Nichtsdestotrotz natürlich ein tolles Ereignis. Und so einen Kran in Aktion zu sehen, finde ich, ist... Hab ich auch noch nicht, du? Ja, ich habe schon mal Fotos gemacht, als Propeller verladen wurde. Ach, stimmt. Ja. Haben wir da einen Livestream noch nicht gemacht? Nee, da gab es Hamburg Hafen Live noch nicht. Das war damals für Hapag-Lloyd. Ach, stimmt. Ja.
Hessen Metro, Dankeschön für eine Dankeschön. verschenkte Mitgliedschaft. Christoph Kuhlmann ist auch da und lässt 1 Euro da. Christoph, danke auch an dich. Und Karin Matthias, hey, 18 Monate schon dabei. Auf der Reeperbahn, danke ihr beiden, danke, danke. Danke, danke. So. Ist das der Kran, wo auch immer die Party drauf ist? Nee, das ist nicht der, der Partykran, der liegt ja in Övelgönne. Das ist ja quasi ein historischer. Das hier ist ja, der ist ja noch richtig im Einsatz. Also, Aber vielleicht macht die Mannschaft danach immer Party, das kann sein. das kann sein, aber also die Kräne sind auf jeden Fall sehr alt. Ich weiß jetzt nicht, der Hala 3, ich weiß jetzt nicht genau, welches Baujahr der hat, aber das sind echt, Monster. ja, sie sind, also ich wollte fast schon sagen historisch. Also die sind, glaube ich, teilweise 40er oder 1940er oder 60er Jahre. Also irgendjemand von euch weiß das bestimmt. Bitte? 40er, 43, 43, 44? vermute ich. Ja, Werfe ich jetzt mal hier so Halbwissen mit rein. das ist super. Halbwissen ist immer klasse. Das ist doch der ganz große, ne? Also das hier müsste der Hala 3 sein. Zumindest hatte das der Christian eben gesagt. Ich meine, der ist in den 40ern gebaut worden. Okay. André, danke dir für 2 Euro. Danke, danke. Wann liegt denn eigentlich der Halunderjet ab? Der Halunderjet müsste, also der Auch gleich läuft auf jeden los, Fall das ne? Radar schon. Ich denke mal, dass der auch bald ablegt. Halunderjet, es geht ja nicht immer irgendwo so zu 9:30 Uhr auf Fahrt. Ja, ich glaube auch. Das ist so 42. 42. Also wenn der so auf einen zufährt, finde ich, sieht das extrem schnell aus, oder? Ja, so viel 1000 Tonnen Stahl auf die Geschwindigkeit sind irgendwie schon gut. Sebastian hat es auch noch mal rausgesucht, den Link zum Wesselfinder Hala 3. Also, hatte der Christian ja gesagt, der legt jetzt erst einmal hier auf dieser Seite an und dann fährt er nachher ums Schiff rum. Und da, der Halunderjet legt ab. Der ist auch schon wieder flott unterwegs. So, grüß mal Helgoland von uns. Oh, der ist ja alt. Kommt der tatsächlich aus? Oh, ach so, nee, der kommt aus dem Mittelmeer. Was hat er hier davor? Nimmst du mal kurz die Kamera? Ja. Will der sich hier hinlegen? Will der sich hier außen hinlegen? Außen kann der aus. Nee, kann der auch vermuten, dass er Nee, aber das ist alles ja. Wo ist denn jetzt das dahin? Also so dicht habe ich den auch noch nie gesehen. Also man Ja, da sieht werden wirklich einem in die. live, du. Das Schöne ist, wenn man die Menschen darauf sieht, dann hat man auch so ein bisschen wieder so einen Vergleich, was die Dimensionen angeht. Also im Stream hatten wir den ja öfter schon, dass der mal durchs Bild gefahren ist. Aber ich finde, wenn man den jetzt hier wirklich mal in Natur so vor allem sieht, so, kriegt man schon ein bisschen Angst, ne? Wir winken mal. Da ist er. Hier wird heute gearbeitet, nicht gewunken. Kann man doch mal freundlich begrüßen. Freundlichkeit ist noch keiner gestorben. An Arbeit schon. Ich könnte ja die Runde dann mitfahren.
Also der Kran hat ja einen eigenen Antrieb, was ich ganz interessant finde. Der hat trotzdem hinten einen Schlepper dran. Ich nehme mal an, dass die den einfach zur Unterstützung da haben. Sag mal, wisst ihr das? Der Schlepper, der ist jetzt nur dazu da, weil es dann nachher ein bisschen eng wird? Oder normalerweise hat er doch einen eigenen Antrieb, der Kran? Das wäre doch ein eigener Antrieb. Ich glaube, was du hörst, ist ein eigener. Achim. Pakete rüber. Ist ja auch interessant, wie der anlegt, ne? Ja, irgendwas muss da jetzt noch an Bord. Ja, wir haben unsere Leute. Die Jüngeren von uns, die machen das. Ich weiß nicht, was da geplant ist. Ja, und vielleicht setzt er sich hier als auch Paletten oder keine Ahnung. Aber wo liegen die Teile denn? Ich sehe gar nichts. Ach, zwischen den, ja. Ach, da sieht man es so ein bisschen. Da sieht man. Aber nicht, weil der so schwer ist, sondern weil der für unsere Schleuse also so viel zu groß ist. Der kommt nicht über die Schwelle runter. Der nur mit Das hat der Christian eben schon erzählt. Kraft und Drücken und das ist zu gefährlich, was die neue Entwicklung bestätigt. Ja, Mensch, das ist doch mal interessant. Das finden auch 1800 Zuschauer. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, moin sein nochmal. Moin, ihr Lieben. KP Schmidt ist auch seit 16 Monaten dabei. Grüß aus Idletown. Ja, Und DJ Sven. am Idle River. Am Idle River, ja. Da kennt er auch den Platz. Natürlich. Einmal nur der Platz genannt. Einmal zum Platz. Sicher, sicher das. DJ Sven Kinder, danke dir für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ja, ja. Arbeit macht das Leben schön. Ich könnte stundenlang zuschauen. Schöner Spruch, oder? Ey, das ist ein gigantisches Ding, oder? Ja, das ist echt Also krass. wenn man wirklich hier so live steht nochmal, da hängt auch einer noch direkt in der Mitte, da sieht man mal wie. Ja, ja, bin ich gerade drauf. Ja. Das ist aber auch nichts für Leute mit Höhenangst, ne? Auch die Treppe da hoch, guck mal, es ist so eine Hühnerleiter. Ja, ich glaube, mit Fahrstuhl ist da noch nichts. Nee. Ah, Seren, Mann. Seren. Danke dir. Nochmal für einen Fünferpack. Twitch dreht völlig durch. Das ist übrigens die Moorburg, Genau. wenn du es noch nicht gelesen hast. Ist ja auch ein kleines Schnuckelchen, Ja. die Moorburg, ne? Weißt du, was wir machen? Was wir Was jetzt denn? machen? Wir schnappen uns jetzt mal die Ann-Kathrin, die sehe ich da gerade. Ja, mit Mikro? Ja. Oder? Ann-Kathrin, darf ich dich mal 2 Minuten interviewen? Ja, Du bist doch, genau. Das ist nämlich quasi hier die Chefin von allem. Darf ich dir das mal, oder steckst du dir das mal selbst? Ja. Möchtest du einmal durch? Ja. im Bild stehen. Das ist die Ann-Kathrin. Und du bist, erzähl doch mal ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin die Geschäftsführerin von der Cap San Diego Betriebsgesellschaft. Wir sind für den Betrieb des Schiffes zuständig, für die Vermarktung, aber auch für die Instandhaltung. Und freuen uns heute, dass das Projekt Hilfsdiesel 3 weiter vorangeht. Der ist ja, also wir haben das eben schon gehört, der liegt ja quasi brach seitdem das, also der ist irgendwie noch nie richtig gelaufen, also zumindest seitdem ihr ihn
Seitdem ihr das Schiff in der Betreuung habt. Genau, oder seit 1986 liegt er sozusagen auf den Flurplatten und freuen uns jetzt, dass wir ihn wieder instand setzen können. Also die Instandsetzung geht weiter voran. Und das was für ein Ereignis, ne? Spannende Aktion, definitiv. Ja. Ich habe das eben schon gesagt, einmal ganz kurz zum Schiff. Also man kann hier ja jederzeit quasi besichtigen. Man kann sich ja quasi frei auf dem Schiff bewegen, wenn es hier im Hafen liegt. Genau, das Schiff hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dann kann man das ganze Schiff besichtigen, auch in dem Maschinenraum, auf die Brücke. Also überall, wo wir jetzt hier rumlaufen, das ist nicht abgesperrt. Also das ist alles zum Angucken und zum Anfassen. Richtig. Und man kann sogar hier übernachten. Ja, genau. Früher durften ja auch immer 12 Passagiere mitreisen nach Südamerika und in den ehemaligen Passagierskabinen kann man heute übernachten. Also wir nutzen das Schiff auch als kleines Hotel. Und die Kabinen sind ja wirklich total charmant und schön, wurden ja von dem Star-Architekten Cesar Pinnau designt und haben ganz, ganz tollen Charme. Also. Ja, und es gibt ja auch einen richtig tollen Barbereich oder Salon. Ja, genau. Also gerade für die Passagiere, der ist ja richtig üppig. Richtig, also der lässt sich auch sehen. Der Salon war auch früher für die Passagiere vorgesehen, den nutzen wir heute hauptsächlich für Veranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen. Also und wenn man mitfahren möchte mit dem Schiff, gibt es noch Tickets oder ist das ganze Jahr schon ausgebucht? Ja, doch, wir haben noch einzelne Tickets. Also wir haben natürlich schon einige Fahrten, die komplett ausverkauft sind. Aber jetzt im Juli zum Beispiel fahren wir nach Cuxhaven. Die eine Fahrt ist ausverkauft, aber auf der Rückfahrt von Cuxhaven nach Hamburg haben wir noch freie Plätze. Wir bieten da auch einen Bus-Shuttle an, um mit zum Schiff zu kommen. Das ist auch nochmal eine schöne Fahrt. Und im August fahren wir dann zur Sail nach Bremerhaven. Das ist natürlich für uns auch nochmal ein großes Highlight. Die Fahrten sind leider schon ausverkauft auf der Weser. Aber im September gibt es dann nochmal eine Chance, zu den Cruise Days mit uns zu fahren. Da haben wir noch eine Fahrt, wo wir freie Plätze haben. Also da freuen wir uns, wenn noch ein paar dazu kommen. Ja, wir können ja mal den Link posten und vielleicht können wir ja ein ganz, ganz kleines Mini-mäßig unterstützen. Ann-Kathrin, ich danke dir erstmal recht herzlich. Wir wollen uns das hier mal weiter angucken, uns ein bisschen das Schiff angucken und natürlich hier das ganze Spektakel. Aber ich glaube, das geht auch alles, also es wird alles ein bisschen dauern, bis alles so an Bord ist. Also ich glaube, wir haben genug Zeit hier mit dem einen oder anderen auch mal an Bord zu quatschen. Genau, ja. Muss man ein bisschen Geduld heute noch mitbringen, aber das ist natürlich bei solchen Aktionen geht das Schritt für Schritt voran. Müssen wir mal gucken, wie lange der Akku hält. Genau. Das ist ein natürliches Streamende dann. Richtig. Ja. Okay, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Dankeschön. Danke. Tja, Birger, dürfen wir dich mal 5 Minuten vor die Kamera holen? Für welchen Zweck? Wir sind von Hamburg Hafen Live. Wir hatten doch schon mal gesprochen. Wir hatten uns schon mal unterhalten. Ja. Genau. Und da wollten wir uns nochmal unterhalten. Ja. Wir wollten uns nochmal, und jetzt, wo ich dich gerade sehe, dass wir dich vielleicht einmal kurz vorstellen. Aha. Ja, darf ich dir mal kurz das Mikro anstecken? Ja, also Komm, ich mach das mal eben hier. Also das ist der Birger und Birger, du bist Kapitän der Cap San Diego. Gibt es einen Kapitän hier oder gibt es mehrere? Nee, ich bin hier der Kapitän, aber ich habe diverse Mitarbeiter, also wenn wir fahren und so, die Nautiker, die haben meistens auch Kapitänspatent, die hier fahren. Aber es gibt jetzt unter den Ehrenamtlichen nicht jemanden, mit dem du dich abwechselst. Also wenn ihr fahrt, hast du den Hut auf. Dann habe ich den Hut auf. Ja. Aber ich habe, falls ich umkippt, dann ist immer wäre noch einer da, der einspringt. Und was ganz interessant ist, du hast ja ein bisschen Background mit den Cap San Schiffen, richtig? Ja, also ich bin auf allen, es gab ja mal 6 Schiffe dieser ganzen Serie und ich bin auf allen Schwesterschiffen gefahren, bis auf Cap San Diego, darauf eben erst jetzt als Museumsschiff. Das hast du dir dann für den Ruhestand für den Unruhestand. Ja. Nee, ich bin jetzt seit 5, 6 Jahren hier aktiv und eben sonst auf allen Cap San Schiffen und später Containerschiffe. Ne? Ja. Ich habe ja den Wandel miterlebt von der Stückgutschifffahrt zur Containerschifffahrt. Ne? Und jetzt bin ich halt hier aktiv. Ja.
Heute wird das aber alles weitestgehend, also bei den Ehrenamtlichen ist es schon auch so ein bisschen quasi positionsmäßig verteilt, also dass man sagt Maschine, die einen sind für die Maschine, die anderen Deck, Ja. die anderen eher so Nautik, also ist das so ein bisschen klassisch auch verteilt? Das ist klassisch verteilt, ja. Dienstags ist der Nautiker-Teil und der Deck der Teil von uns und am Donnerstag kommen vorwiegend die Maschinenleute, darum sind heute besonders viele hier. Ja. Ja, ist natürlich auch ein spannendes Ereignis. Ich denke mal, da wollen ja viele dann so ein bisschen zuschauen. Ne? Ja, früher kam ab und zu mit dem Schwimmkran Schwergut an Bord geliefert. Das war dann aber noch, als Als die Schiffe noch Ladung nahmen, sie dass noch- mal irgendwas da vorne irgendwo hingepackt wurde, wo dann unser Schwergutbaum das an Land setzen konnte. So, was machen die jetzt da unten? Die schnacken. Ich glaube, ja, die. Da ist jetzt erstmal eine Das ist ein Kick-Off-Meeting. Jetzt wird erstmal geschnackt, wie, was, wie. Mit der Joachim Flintrup, der ist ja sehr der versierte da. Ach, und da unten, der Christian steht da auch. Ja, Christian ist da auch. Ich glaube, der Christian hat so ein bisschen die Oberaufsicht. Ist das richtig oder Ja, habe ich das falsch eingeschätzt? Ja, nee, das ist schon richtig. Er ist so der Praktiker ja auch da, Okay. der noch aktiv ja auch fährt. Ja, gut. Ja, und wir sehen, dass wir nichts sehen. Ja, Ja, wie das so ist in der Wie das so ist. Seefahrt. Man verbringt viel Zeit mit Warten. im Leben generell. Ja. Ja, also man kann hier so an Bord Warteschlangentheorie kann man hier live von den Farben nochmal verifizieren. Oha, jetzt geht's los. Oh ja, Oh, jetzt. die Paletten werden eingeladen. Das heißt, gleich fährt das Schiff, der Schwimmkran fährt gleich auf die Steuerbordseite. Und dann, Vermute ich mal. dann wird, glaube ich, erst der Deckel oben Ja, abgenommen. der Deckel muss erstmal ab von Skylight, ja, den kann man. Skylight. Und Das ist vorgesehen, dass das Ding weggepackt wird und dann werden die Sachen da. Ja. Ich wollte gerade sagen, das sind die Teile für Okay. die Belastungsprobe. Birger, vielleicht werden wir dich irgendwann noch mal bei einem anderen Stream Ja, ein bisschen interviewen, dann Aha, gut. vielleicht ein bisschen mehr Background zur Cup San Diego. Heute soll es ja so ein bisschen darum gehen. Ich fand das nur ganz gut jetzt einmal, wo du hier bist, Ja, ich dachte, dass ich die guck- Zuschauer dich einmal kurz kennengelernt haben. Dann danke ich dir erstmal und Erstmal. nehme dir mal das Mikro Ach so, ja, wieder weg. ich dachte, das wollte ich jetzt behalten. Ja, das könnte lustige Überraschungen geben, wenn du dann weiter erzählst. Ja, das passiert ja bei den Politikern manchmal. Die vergessen sie abzuschalten und dann sagen einige, was sie denken. Achso, ich soll Tanja das Mikro wieder dran machen. Ja. Diesmal der gute Jacke, da dachte ich, die habe ich an Bord, wenn die nicht zu Hause So. gereicht. So. Ja, von hier kriegt man den Kran auch gar nicht komplett drauf. Auf der Liege habt ihr noch keine eigenen Shirts. Brigitte verschenkt eine Mitgliedschaft. Brigitte Dankeschön. Wennemann, Dankeschön. Petra ist dabei mit 5 Euro per PayPal. Herzlichen Dank. Danke, Petra. Und der Herr Adam, 10 Euro Superchat. Dankeschön. Wir haben vor über 10 Jahren dort übernachtet. War ein tolles Erlebnis. Also das kann ich mir gut vorstellen. Also übernachten auf der Cap San Diego ist Können wir auch mal bestimmt eine coole Sache. Also es ist ja nicht nur so, dass das Schiff interessant ist. Man hat ja hier auch noch einen Logenplatz zum Gucken im Hafen. Das kommt ja dazu. Also ihr könnt euch ja nicht nur, wenn ihr hier seid, mit dem Schiff beschäftigen. Ihr könnt ja alles gucken. Das Einzige, was hier halt nicht vorbeikommt, sind so die größeren Containerschiffe. Aber so ein bisschen was hinten Aber die zum... Autotransporter zum Beispiel. Genau, die Autotransporter. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir hier sind, du denkst immer, ja, kommt ja nicht so viel. Und ganz oft fuhr ja wirklich schon was Gutes so vorbei, ne? Ja, vielleicht kommt ja noch ein Autotransporter. Ja. Vielleicht geht noch einer raus. Da hinten 2 liegen da. Die Grande... Ja. Aber vielleicht geht einer raus noch. Jo, wir können eigentlich, von wo gucken wir denn? Eigentlich können wir ein bisschen nach vorne gehen.
Ja, von vorne oder wir gehen nach oben. Er fährt mit hier. Klabautermann. Also ich stelle mir das wirklich vor, wenn man tatsächlich jetzt hier so diese Treppen da hoch muss, ne? Also auf dem Schwimmkran mitfahren wäre jetzt auch noch so ein Ziel, Ja. was ich mir gerade gesetzt habe. Ja, was meinst du? Wollen wir schon mal irgendwo... Also wie gesagt, wir können entweder hier oder wir gehen nach oben. Aber wir können auch hier ein Stückchen darüber. Wir gehen mal hier, schlägen uns hier mal vorbei. Ach, warte mal, ich muss noch mal kurz was aus der Tasche holen. Du brauchst noch was? Ja, soll ich das Mikro trotzdem mitnehmen? Kurz? Ja, geht ja schnell. Ach, da kommt noch was Kleines, die Ilka. Ein rotes Schiff. Ein rotes Schiff, ja. Ups, mal ran. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Hochseilgarten hier noch gibt an Bord. Also ich weiß, dass es an Bord einen Escape Room gibt und es gab hier halt auch mal so einen Klettergarten. Ich muss gleich mal gucken, ob da noch irgendwas von zu sehen ist. Wir gehen ja jetzt nach vorne. Mensch, da hätte ich doch schon fast wieder mal eine Mütze mitnehmen können heute. So krass der Wetterunterschied. Ja, das ist unglaublich. Aber wenn heute das Wetter von gestern gewesen wäre, Oha, ja, nee, das wäre dann nicht so wäre toll das hier gewesen. echt lustig geworden. Sag, es fährt hier immer irgendwas vorbei. Also, Wann man das Schiff besichtigen kann, also ja, du müsstest mal auf der Webseite gucken nach den Öffnungszeiten. also ich glaube ab immer von 10 Uhr, bis ne? 18 Uhr. Weiß bin nicht, ob ich die der Meinung. Ann-Kathrin das eben gesagt hat. Ja, ich glaube ja. Also hier gibt es noch was von diesem, ich glaube, da konnte man klettern, da oben in den Seilen, aber hier hing früher auch immer so ein Werbeplakat, Klettergarten, und das ist nicht mehr da. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man hier nicht mehr klettern kann. Können wir auch nachher noch mal fragen sonst. Ja. Aber ein Escape Room gibt es. Haben wir auch noch nicht gemacht, Escape Room, ne? Aber wenn wir Ben und Kirsten damit reinnehmen, sind wir ja in einer Minute draußen. Das macht ja dann irgendwie nicht so viel Spaß. Denen verbinden wir die Augen. Ja. Also geht los. Schwimmkran Jo. legt ab. Jetzt ist Jim es, fragt, ob wir auflaufendes Wasser haben. Sieht ehrlich gesagt so aus. Also wenn ich mal so auf die Strömung gucke, könnte das durchaus sein. aber jetzt sieht es aus, als wenn es umgekehrt ist. Ne? Der Kran der schiebt die Moorboot. Stimmt, der Kran schiebt die Moorboot. Also ich weiß gar nicht, ich versuche noch mal Weitwinkel, aber wenn man hier direkt davor steht. Ja, Holger fragt, wo ist denn die Kurbelwelle? Das Lustige ist, Kurbelwelle hört sich so riesig an bei einem Schiff, aber die ist im Vergleich zum Schiff ist die gar nicht so riesig und man sieht die jetzt gerade gar nicht. Die liegt hier dazwischen, zwischen diesen Aufbauten auf dem Kran. Aber der Kran ist ja auch riesig, ne? Und ich meine, das sind natürlich dann alles so Dimensionen. Ja. Du wolltest doch auch immer ein Shooting machen, doch mal mit Taucher Knut, wo irgendjemand da am Haken hängt, oder? Weißt das du das wollten wir noch? ja mal mit unseren Artisten machen, mit Lena und Christopher. Könnte man auch noch mal wiederholen eigentlich. Oder mal machen.
Die Verfolgung, die Brigitte sonst immer mit dem Fahrrad macht, machen wir jetzt zu Fuß. Und wir haben auch keinen Kreuzfahrer, wir haben einen Schwimmkran. Richtig coole Location, die Cap San Diego. Also ich glaube, wenn man wirklich mal so in Eigenregie ein Schiff erkunden will, ist das genau das Richtige. Ich meine, da wird den Touris mal richtig was geboten jetzt. Kommt da mal einfach an den Landungsbrücken so ein Schwimmkram um die Ecke. Ja, vor allem kann man ja gleich richtig schön gucken, weil der ja jetzt zwischen der Jan-Fedder-Promenade und der Cap San Diego anlegt. Also da kann man auch gleich von der Promenade richtig schön zugucken. Herr Jürgen sagt zum Vergleich, bei der Triple-E-Klasse wiegt die Kurbelwelle 300 Tonnen und ist 30 Meter lang. Der Vergleich hinkt aber ein bisschen, weil wir sprechen ja hier über die Kurbelwelle vom Hilfsdiesel und nicht über die Hauptmaschine. Also das ist ein unfairer Vergleich. Nimmst du noch mal die Kamera? Ich muss irgendwie mal versuchen, hier ein Vorschaufoto zu produzieren mit diesem Kran drauf. Ich glaube, das geht besser, wenn der weiter weg ist. Jetzt leider so ein bisschen das Geländer vor der Nase. Ja, das macht ja nichts. Das ist halt so. Mein Arm ist auch nicht so lang wie deiner. Ich bin noch nicht so groß, ich komme da nicht rüber. Man guckt dir gerade hoch. Es ist so schön, wenn euer Cap San Diego Logo drauf zu haben. Ja, gern. Ich wollte extra aus dem Bild gehen. Nee, nee, alles gut. Sportlich. Holger, richtig, ja, der Streamtitel ist insofern irreführend, weil das mit dem Hilfsdiesel da nicht auch noch reinpasste. Also es ist nur die kleine Kurbelwelle. Kleiner Motor, nicht großer. Haben Sie vertan? Falsche Kurbelwelle? Nein, nein. Nochmal ein neues Gerät holen. Ja, stimmt, die fahren jetzt noch mal weg. Ja, ja. Genau. Fahr noch mal nach Helgoland. Butterfahrt mit dem Schwimmkran. Wäre auch mal was. Rückschein von Amazon auch drauf. Ja, jetzt muss der Schwimmkran erstmal hier reinzirkeln in die verhältnismäßig enge Einfahrt, aber da muss die Cap San Diego ja auch jedes Mal rein und raus, wenn sie auf Fahrt geht. Schon wieder eine steife Brise hier. Meine rote Jacke hängt rechts rein. So habe ich neulich Werbung für Schiff gemacht, bis auf der Raptor gewesen. Mein Radweg war mit Cap San Diego. Mal sehen, ob die Buchungszahlen jetzt so. Klassischer Radweg, der Seeweg. Mal sehen, ob die Buchungszahlen steigen.
Wir können auch noch mal rumgucken. Das dauert ja noch einen Ja. Moment, bis der Kran hier ist. Anlegen, wenn er rangeht, dass sie auf unserem Wasser. Der Finn schreibt, der Hochseilgarten ist noch vorhanden. Ja, ich bin auch der Meinung, dass sie das Ich meine halt, dass hier früher auch so ein Werbeplakat immer hing. Aber auf jeden Fall ist da oben noch, sind da noch die Seile, wo man klettern kann. Also hier ist gleich ein bisschen Hier ist gleich ein bisschen windgeschützter. windgeschützter. Ne? Ja. Wir gehen mal. Guck mal, da oben auf der Brücke, da ist da auch schon jemand. Ja, Ah, die Brücke finde ich Wahnsinn da oben. ja, die ist richtig schön. Das muss man sich auch noch mal angucken. Obwohl, die Bar ist noch besser. Der Salon für die Passagiere, ja, genau. Der ist richtig gut. Ach, guck mal, hier wird gepeilt. Ja. Dankeschön. Quetschen uns So. mal einfach hier vorbei. Also hier ist, seht ihr, sind Peilstäbe. Kann man im Prinzip gucken, wie viel Treibstoff noch vorhanden ist. Ach guck mal, hier wird doch gerade was angeliefert. Ich will es auch noch mal zeigen. Die haben mir extra für unten ihren Lieferkorb, würde ich mal sagen. So, Johann ist jetzt auf dem Kran, der fährt mit rum. Ja. Die kommen dann so, ich sag mal, um 10 Uhr. 20 Minuten vielleicht. Bei euch soweit alles klar? Nee, der Kran kommt jetzt, der hat hier eben angelegt. Wir haben Johann draufgestickt, die Teile draufgelegt und jetzt fährt er einmal rum. Ja, und dann Skylight weg und dann fangen wir erstmal an, die Kugeln rein und das letzte. So, einmal eine Etage höher Einmal eins hoch. und noch eins. Hier ist, Guck mal hier, das Das ist unser Pooldeck. Platz. also ihr seht, hier wurde wirklich auch viel für die Passagiere getan damals. Kannst du noch eine Ich meine, Runde für ein schwimmen? Frachtschiff ist das doch wohl echt. Also wir waren ja letztes Mal Schick, hier, ne? da war es richtig gut, das Wetter. Ich meine, kannst hier schön sitzen, hast hier einen Pool. Ich meine, besser geht's doch gar nicht. So, und jetzt frage ich noch mal, wer würde nicht lieber mit dem Schiff fahren als mit einem Kreuzfahrtschiff? Als wir letztes Mal da waren, haben die gerade hier die Möbel alles gestrichen und so. Ne? Da war auch wieder ehrenamtlicher Tag. Da haben die hier das ganze Deck hübsch gemacht. Ich meine, der Pool ist doch super. Kann man das auch noch für eine private Party hier eigentlich mieten? Ja. So dieses ja. Pooldeck? Ja, ja. Das wäre doch mal was. Jetzt können wir hier einmal. Da müssten wir eigentlich gleich wieder ganz gut gucken können. Ah, jetzt haben wir doch einen schönen Platz hier. Guck mal, da kommt er. Schon ums Eck. Soll ich ihn mal halten?
Ja, sofort. So, da kommt er. Moin. Tag. Da sind wir wieder. Sieht man dann doch nicht jeden Tag, dass so ein Schwimmkran sich hier rein schiebt. Absolut. Letztes Mal, als wir die Laufpixen gekriegt haben, die Spende da, die 3 neuen Laufpixen. Menk, wo das sagt, arbeiten hier ganz schön viele Leute auf so einem Schiff. Also dazu muss man sagen, das sind großteils alles Ehrenamtliche, die hier arbeiten. Die Zuschauer fragen gerade, warum hier so viele Leute arbeiten. Es sind viele Ehrenamtliche, die das Schiff am Laufen halten. Viele, die meisten machen das als Hobby in ihrer Freizeit. Viele haben natürlich irgendwie einen Background, auch einen fachlichen Background. Aber es gibt auch durchaus, glaube ich, Ehrenamtliche, die jetzt nicht unbedingt zur See gefahren sind, die einfach so sagen, Mensch, die haben da Bock drauf und wo wir anpacken können und wenn es nur mit dem Pinsel ein bisschen ausbessern ist. Also falls ihr da Bock drauf habt, Suchen immer Leute. nimmst du noch mal schnell die... Ja. Muss noch mal gucken, ob ich hier Foto hinbekomme. Jetzt so zurück hier. Spannend ist das ja, ne? Ah. So, dann schon was checken. Genau wie gut fahren, wie ich hier gefahren. Master Dude, 250 Bits, ich danke dir vielmals. Ja, eine Hamburg Hafen Live Pool Party hier an Deck, das wäre auch was, oder? Oder? Das wäre auch was. Da müssen wir mal fragen, was es für Möglichkeiten gibt, ohne gleich das ganze Schiff mieten zu müssen. Jetzt haben wir den Kran hier wirklich direkt vor der Nase. Tatsächlich auch noch nutzen. Ja, ne? Spannend ist das ja doch, ne? Komm, wir gehen noch mal ein Stück hier rüber. Raimund, ich glaube nicht, dass wir die Cap San Diego voll bekommen mit einer Hamburg Hafen Live Sonderfahrt. Nee, der Kran scheint, ich glaube, der hat keinen Fahrstuhl, aber wir haben das auch eben, sagte jemand, der ist Baujahr irgendwo 1940er Jahre, 42, 43 irgendwie so um den Dreh. Da muss man zu Fuß hoch. Guck mal, ist das ein Rettungsboot? Ja. Kannst du auch mal zeigen. Ja. Jürgen haut 2 Euro raus, Anzahlung für ein drittes Mikro. Ach Jürgen, du, wir haben sogar, glaube ich, insgesamt 8 Mikros. Das Problem ist, wir können immer nur 2 gleichzeitig anschließen, ohne zusätzliche Gerätschaften.
Und dann nochmal 2 Euro für die Badehose, für die Poolparty. Ja, danke schön. Danke, danke. Es geht aber doch alles relativ flott, finde ich. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es länger dauert. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es länger dauert. Das ist echt ein interessantes Ah, Gefährt. guck mal, jetzt kann man auch mal da die Teile sehen. Also die Kurbelwelle, die ist da in so einer Holzverschalung. Da, wo gerade der eine von der Crew dran ist. Und der Zylinderkopf müsste eigentlich hier das dritte Teil von links sein. Und dann gibt es da noch weitere Maschinenteile, wo ich euch jetzt nicht genau sagen kann, welche das sind. Raimund, die Frage kann ich dir nicht beantworten, von welcher Firma der Hilfsdiesel ist. Da muss ich gleich noch mal irgendwann jemanden versuchen, hier ans Mikro zu bekommen. Mal interessant, wie die Leine da geführt ist. Ah, Andi weiß es. Typ Deutz V8 M536. Lag mir auf den Lippen. Ja. So, gleich. Gehen wir wieder runter? Nee, hier vorne ist gleich dieses, wie heißt das, Skylight. Ja. So, ich will das noch einmal zeigen. Hier ist das Skylight. Da ist die Klappe. Skylight heißt das, ne? Skylight, ne? Genau, also das hier ist die Klappe, die wird gleich vom Kran. Himmelslicht, könnte ich auch sagen. Ne? Wenn man das so Bleib mal hier in übersetzen sicherer Entfernung. Das wird gleich als erstes vom Kran aufgenommen und dann wahrscheinlich erstmal an Deck vom Kran gelagert. Ja. Und dann geht das los hier Auf Hamburg mit der Hafen Verladung. Live. Hamburg Hafen Bei YouTube. Ja, genau, wir sind jetzt live. Ah, okay. Jetzt mal hier uns hier. Ja, es ist Wahnsinn. Also wenn man hier steht und dann direkt davor ist, von Weitem sieht das alles immer so klein aus, aber direkt davor sieht man dann halt mal die Dimension von dem Kran. Da ist es schon. Da war es eben schon. Da. Ja, genau. Nicht, dass Siri alles mithört. Ne? Man weiß es nicht. Nee, die haben keinen Fahrstuhl, ne? Nee. Ja.
Jetzt verdrücke ich mich hier gleich mal. Beziehungsweise... Geht mein Mikro eigentlich noch? Dein Mikro geht noch, ja? Okay. So, der Kran kommt schon rüber. Ich muss mal hier Ich glaube, dieses mich so ein wackelige bisschen Dach. aus der Schusslinie begeben. Das erspare ich mir mal. Ja, aber so wirklich Zeit verlieren sie nicht. Mensch, das sieht so elegant aus hier bei euch. Ich glaube, ich komme jetzt auch mal mit aufs Dach hier. Bricht ja nicht zusammen, wenn ich noch mitkomme, ne? Jetzt traut sich Tanja auch. Ach, sie hat sogar fachmännische Hilfe. Ja. Ich habe gedacht, wenn die netten Männer das können, dann kann die das auch. Ja, die passen alle auf dich auf. Ja. Alle ohne Helm. Und ohne Gurt, Mensch. Helm ist eigentlich Pflicht. Oha. Wir gehen hier ganz nach hinten. Ja, wir gehen ganz nach hinten. Gehen Ein bisschen ganz aus der nach hinten. Schusslinie hier. Und das machen die aber alles mit dem kleinen Haken. Ich glaube, das sind nicht wirklich Lasten für den Kran. Da lacht er drüber. Ist ja wieder bestes Hafenkino hier, oder? Ja, also das ist super interessant. Mehr geht doch nicht. Ich hoffe, ihr findet das genauso spannend. Manuela Waßmann, ich danke dir vielmals für Dankeschön. 2 Euro. Super Chat. So, es sieht so aus, als ob, ich wollte jetzt sagen Lukendeckel, aber das Skylight schon gleich hochgeht. Ach, guck mal, Fide ist So, auch da. geht schon los. Fide ist auch da. Ja, Ja, moin, liebe Grüße, Fide. Fide. Willkommen beim Hafenkino hier heute. Ah, das ist echt Hafenkino. Also für die Leute an den Landungsbrücken ist das jetzt auch Hafenkino. Ich meine,
Denkst du, bummelst du mal so ein bisschen lang, dann kommt da so ein Schwimmkran an. Die ersten hier an Bord haben auch den Stream entdeckt. Ja, stimmt. War ich eben gerade. So, jetzt kommt das Skylight, das Himmelslicht. Und wo kommt das jetzt hin? Oder? Obelix schreit Schwester Hansen, wir brauchen Franzbrötchen. Ja, also Franzbrötchen wären super. Ab 10 Uhr kann man auf das Schiff rauf. Bringt gerne Franzbrötchen mit. Ja, und jetzt sieht man auch, warum das Ding Skylight heißt, denn da sind mehrere Löcher drin und dadurch kommt ein bisschen Licht in den Maschinenraum. Und wo geht das jetzt hin? Das wird hier abgelegt. Ah. Das ist nur der Der Deckel, ne? Genau. Mit den Lichtern. Ah, auf dem Kran, ja. Macht ja Sinn, ne? Jo, wir können ja mal schauen. Es kommt jetzt auf die Ladefläche vom Kran. Oder nee, wir haben jetzt eine Chance, hier mal reinzuluschern. Das ist... Jetzt können wir mal von oben... Hallo, ihr habt mich gerufen? So, jetzt können wir einmal hier reinluschern von oben. Ich mache das mal lieber mit dem langen Arm. Ja, hier könntet ihr Bungee-Jumping anbieten. Ja, das ist ein bisschen weh, das ist wieder zu viel, wenn du an den Geländer bist. Mit aufditschen. Ja. Krass. Boah, was für ein Blick. Und alles, was übersteht, tritt sich ab. Den Zylinderkopf, den eingepackten. Ja, okay. Willst du dich schneller dran lassen? Also als erstes kommt wohl der Zylinderkopf, wenn ich das richtig gehört habe. Willst du das von hier machen? Ich glaube, ich gehe da wieder rüber. Kannst du mir helfen? Ach, nicht so blöd. Ist ja genau das Richtige für dich, ne? So, da haben wir das Skylight. Wird abgelegt auf dem Kran. Ach, guck mal. Ich komme wieder zurück, ja. Ja, wir hatten aber das okay bekommen von der Crew. Das ist, weil wir hier filmen. Die hatten gesagt, Ach so, Sie filmen? ja, die haben... Okay, ich nehme alles zurück. Nein, ist ja alles gut. Wir sind im Hotel da. Es ist ja gut, wenn mehrere Leute darauf achten. Genau. Nein, wir hatten das abgesprochen. Dann ist alles in Ordnung. Bloß für die Hotelgäste bin ich so ein bisschen verantwortlich. Okay. Und die tun mir auch besonders die Kinder. Und das ist natürlich super gefährlich. Absolut, absolut. Ja, hier, das ganze Schiff ist natürlich öffentlich zugänglich, aber es gibt hier so ein paar Bereiche, da wo ich gerade rumgeturnt bin, da ist eigentlich nicht zugänglich, aber das hatten wir schon abgesprochen.
Nur sind so viele Leute hier, die auch ein bisschen aufpassen. Nicht jeder wusste jetzt Bescheid. Das Wichtigste war doch eigentlich, dass ich noch zeigen muss, dass sie auf dem Kran HSV-Fans sind. Da. Das habe ich vorhin schon gesehen. HSV-Tisch, beste. Hat gut gemalt, ne? Ja, super. Ja, super. Kommt der jetzt ins Fernsehen? Ja, hier, Ja. guck mal den Helm von hinten. Ja, also, hallo? Mehr geht ja nicht, ne? Mehr geht nicht. Nein. Hier ist eine Frage für dich von Thomas, wo es denn die besten Franzbrötchen in Hamburg gibt. Also da vorne, der Eine Schanzenbäckerei, ewige die sind schon Diskussion. ganz gut. Wenn du da mal rüberfilmst, da, Also Schanzenbäckerei ist ja nicht schlecht. da, Genau. genau, da wo der Lastwagen steht zum Beispiel. Ja, Bäcker Schlitter Nütze nichts, ist zu weit weg. Also ich finde die in der Schanzenbäckerei schon sehr lecker. Ja? Also wir haben hier fachkundiges Publikum, die bestätigen das. Also Jetzt wird hier der Zylinderkopfdeckel fertig gemacht. Nein, Obelix, es ging da eben nicht um Datenschutz, es ging um Sicherheit. Captain Grabak, ich danke dir für 111 Bits für die Kaffeekasse. Dankeschön. Tandoori, 8 Monate, Prime Sub. Dankeschön. Und Vor Zurück Stopp. Auch ein schöner Name. Willkommen an Bord. Danke dir für deinen Prime Sub. Ja, falls jemand die Reportage beim NDR schon komplett gesehen hat, mit dem Tankwart auf der Palmalie, der liegt hier auch immer noch. Jetzt hier direkt gegenüber vom Schwimmkran. Ist, glaube ich, gestern auf NDR Info erschienen. Ich glaube, ich bin erst so bei 10 Minuten ungefähr. Bin noch nicht ganz durch. Ja, ist lustig. Für den Kran ist das wirklich ein Spielzeug. So. So. Da kommt er. Wenn Sie da bitte unter rauskommen wollen, weil das Holz hält nicht viel. Nicht wirklich? Ja, hätte ich gedacht, ja. Wenn Ihr Schädel auf 10 Tonnen geeicht ist, Ja, ist er. dann können Sie da Meine rein. Frau sagt immer, ich bin dick Kopf. Ja, aber ich glaube nicht so dick.
ja, sieht winzig aus, das Teil, wenn man es in der Hand hat oder wenn man direkt dran steht. Ist das auch massiv. Das ist ein Zylinderkopfdeckel für die Hauptmaschine. Wir haben ja eben von oben einmal reingeschaut durch das Skylight. Vielleicht haben wir gleich noch mal irgendwann die Möglichkeit, wenn der Kran weg ist. Allerdings muss das Teil jetzt direkt da unten positioniert werden. Ich weiß nicht, ob ich da gleich reinfilmen kann. Da gleich reinfilmen kann. Da gleich reinfilmen kann. Ihr wisst ja, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt mal runter. Und da kann man in den Maschinenraum gucken. Ich weiß nur nicht, wo Tanja ist. Da gleich reinfilmen kann. Die ist mit dem Mikro abgehauen. Ich muss hier mal kurz suchen. Es gibt nämlich eine Stelle, wo wir von der Seite in den Maschinenraum gucken können. Da ist sie ja. Ja, Da ist sie ja. kam ja nicht ran. Auf der Brücke. Ich wollte mal an der Seite durch die Schleuse filmen. Ich wusste jetzt nicht, wie das ist mit dem Mikro. Ja, du warst wahrscheinlich kurz mal weg. Wir dürfen da nicht lang. Nicht unterschweben lassen. Nee, wir wollen runter zur Schleuse. Da können wir, glaube ich, ganz gut reinfilmen. Andere Seite. Ja, Es führen viele Wege nach oben. das ist gut. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Und noch mehr in die Maschinenschleuse. Hast du das Handy auf laut? Eben hatte ich das auf laut. Bitte? Weil man das dann doppelt hört. Naja, Ja. auf so einem Schiff kann man sich mal schnell verlieren, du. War noch weiter runter die Schleuse. So, hier ist das. Hier ist die Maschinenschleuse. Hier können wir gut reinfilmen. Landung. So. Willst du ein Foto machen? Eagle 2 ist gelandet. Wir können uns hier sicherlich arrangieren. Ja, das Also da oben seht ihr, kommt der Zylinderkopf. Zylinderkopfdeckel ist es ja, glaube ich, genau genommen. Oder ist das ein ganzer Kopf? Zeigt mir einen den Weg, wie ihr hier reinkommt. Habt ihr einen mitgeschickt, der mir den Weg zeigt? Den kennt ihr nicht. Woher denn? Der war hier noch nie. Den könntest du tatsächlich auch schon was sehen. Ja? Aber wir gehen nach unten. Von Hamburghausen live. Der vom Kram ist hier irgendwo rumlaufen. Fang den mal wieder rein und krieg mal hin. Nee, wir machen das für unseren eigenen Kanal. Ja, alles gut. Ich hab verstanden, er macht reinkommen. hängt davon. Stimmt was mehr. Jo, da kommt er. Und der wird dann abgelegt auf diesem blauen Dreieck.
Ja, ist ganz interessant. Der von der Hala mit der gelben Weste, der hatte die ganze Zeit Funkverbindung zu dem Kranführer und das heißt, der gibt jetzt Anweisungen, wo der Kran genau hin muss. Finde ich insofern ganz interessant, weil die müssen ja irgendwie Richtungen angeben, Richtung, wie weit und so. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz coole oder eine ganz, wie soll ich sagen, schon eine ganz interessante Geschichte, wie die das dann wirklich so auf den Zentimeter genau hinbekommen. Ja, komm Leute, haut mal ein paar Likes raus. Und wenn es nicht für mich ist, dann mal für die Cap San Diego, die uns hier das Ganze ermöglichen. Wollt ihr ein Foto machen? Ich muss nicht die ganze Zeit in der ersten Reihe stehen. Ich gucke von oben. Ja, genau. Bitte? Ja, guck schon, wenn ich frei, ne? Ja, also genau, die meisten hier auf der Cap San Diego machen das ehrenamtlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein roter Overall ist jetzt, glaube ich, nicht die Auszeichnung oder das Erkennungszeichen für die Ehrenamtlichen, aber die meisten hier an Bord sind halt ehrenamtlich und alle, die einen roten Overall haben, die sind halt hier an Bord beschäftigt. Also wer einen roten Overall möchte, muss sich einfach nur bei der Cap San Diego melden. Und hier werden immer Leute gesucht, natürlich sehr, sehr gerne vom Fach, irgendwie mit einem Background, der hier hilfreich ist, aber man kann auch ohne einen Schiffs-Background hier anheuern. Und wenn es nur ist, streichen, Rostkloppen, Kaffee kochen. So, Teil Nummer 1 ist da. Und der wurde da jetzt erstmal abgelegt. Jetzt wird mit dem eigenen Kran von der Cap San Diego der Deckel noch mal ein Stück hier rüber geholt. Also wenn ihr mal schaut, wenn ich hier weiter nach unten schwenke, da ist noch so ein blaues Dreieck, da soll der hin. Aber das geht natürlich nicht mit dem großen Kran, deshalb müssen sie jetzt hier den eigenen Kran nehmen und damit den Deckel ein Stück hier rüber holen. Schaut doch gerne mal auf der Webseite. Also ich glaube, die haben da auch echt eine ganze Menge Infos bei der Cap San Diego. Sowohl was Besichtigung angeht, Übernachtung, Aktivitäten an Bord, die aktuelle Ausstellung. Aber vielleicht auch, wenn ihr wirklich sagt, Mensch, ihr habt Bock drauf, hier mitzuhelfen. Ja, die Seitwärtsbewegung ist nicht motorisiert, das geht wirklich über einen Kettenzug.
Ich habe keine Ahnung, was der Deckel wiegt. Es hatte mir vorhin jemand gesagt, ich meine irgendwas so mit 1 bis 1,5 Tonnen. Aber bitte gerne das Paddy-Halbwissen Fragezeichen dahinter machen. Das kann ich hier nicht beantworten. Cool ist, dass es hier diese Schleuse gibt. Ah, wir und werden es hier auch einen ganz guten Empfang haben, rausfinden. dass wir überhaupt zeigen können. So, der ist auch abgesetzt und dann ist wahrscheinlich schon das nächste Teil im Anflug. Schatz, weißt du, was der Deckel wiegt? Nee, wir haben hier auch eben schon probiert, das rauszufinden. Weiß jemand von euch, was der Deckel wiegt? Nee, ne? So, dann schauen wir noch mal. 2200, also 2,2 Tonnen. 2,2 Tonnen wiegt der Deckel, okay. Und dann war hier noch die Frage, wie viel Hubraum hat die Maschine von der Cap San Diego? Knapp 7000 Liter. Knapp 7000, 6900, okay. Also hier können wir gerade aber ganz schlecht sehen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal hier hoch. Ich denke, das nächste Teil ist schon unterwegs. Der nächste Teil ist der Generatorständer. Guck mal, also wenn man hier hoch guckt, das ist so eine krasse Perspektive. Warte mal, da muss ich ein Foto machen. Mal die Kamera halten. Ich muss erstmal meinen Fotodingens finden. Ja, halt mal bitte kurz die Kamera. Aber das ist echt eine Wahnsinnsperspektive. So. Hängt das nächste Teil schon dran? Der schwenkt schon hier rüber. Komm, wir gehen mal auf die Seite. Kommt mir nur noch richtig im Stress hier auf dem Dampfer. Weite Wege. Jo. Einmal. Aber wenn irgendwo abgesperrt ist, dann muss man wirklich. Ja. Schön hier wieder über die Brücke. Haben wir hier jetzt abgesperrt? Das ist wahrscheinlich. Ja, aber wir haben ja, es ist ja in erster Linie für die Hotelgäste. Ja, genau. So, Geh du mal, ich bleib auch hier. so, da kommt das nächste Teil. Ach, da kommt es, da. Also, geht schon flott. Der hat das schon mal gemacht. Da geht er rein. Ja, und das ist vorne, wenn die Brücke nach hier vorne
Ja, jetzt stehe ich wieder oben und die Musik spielt unten. Aber ich glaube, es dauert nicht so lange. Das Teil muss da unten nur abgelegt werden. Oh, verschluckt. Ja, ein Rettungsboot steht tatsächlich 74 Personen. In der Tat. Also Rettungsboot ist kein Ausflugsboot mit sehr viel Platz. Schneller? Hallo. Ja. Ich komme gleich mal, ne? Hallo, Ausschau! Dann der Fleischsuppe. Gucken mehr Augen, einer drauf. Das ist eine ganz schöne Vorderei. Das ist Wahnsinn, wenn man direkt neben dem Haken steht, dann ja, ist er auch mannsgroß. Wenn man den an dem Kran oben hängen sieht, denkt man, was ist das für ein Spielzeug? Der ist runter. Ja, der große, ne? Das sind ja letztendlich auch zwei. Stimmt. Da hängt eine Traverse dran. Ja. So eine Stahl-Querverbindung, ne? Ja. Die daraus einen hat. Die sind von den Anschlagmitteln schon recht variabel. Ne? Pass mal auf die Kordel auf da unten, damit die nirgendwo einhaken. Also kein Knoten drin, wo soll die denn haken? Spätestens wenn Tobi sie verfängt und die mit hochholt. Also wenn sie da unten Weißen reingemacht haben, So, das war Nummer 2. Ich glaube, jetzt kommt noch ein Teil, noch ein oder zwei Teile, bevor die Welle kommt. Holger, ja, in Hamburg hat es geregnet. Wir haben aber glücklicherweise von dem fetten Unwetter nicht so wirklich viel mitbekommen. Also das war eine sehr glimpfliche Geschichte.
Aber es hat trotzdem geregnet und es hat sich natürlich krass abgekühlt. So, jetzt schaue ich mal, ob wir noch mal runter gucken können. Nee, mit dem Ralf, mit dem Hafen City River Bus, da ist nichts geplant, damit mal zu fahren. Ach, da ist Tanja wieder. Den von der Hala kannst du gleich mal fragen, ob du mit zurückfahren darfst. Dann hole ich dich da ab. Ist das jetzt schon der Rest? Nee, also es kommen jetzt noch 2 Paletten, sehe ich da. Und danach kommt dann, glaube ich, die Kurbelwelle. Weißt du zufällig, was das jetzt noch für Teile sind, die da jetzt noch kommen? Das ist jetzt einmal der Rotor vom Generator und dann kommt noch ein Pumpenkopf. Ah, okay, also Pumpenkopf das ist und... das, was auf den Paletten steht. Wenn der Rotor unten ist, der kommt nachher in den Stator rein, weil der läuft ja da drin. Ja. So, wenn das unten ist, dann kommt zuletzt die Kurbelwelle rein. Also geht es immer darum, dass wir jetzt einen Teil hochkriegen, setzen unten ab, die Kollegen, die unten sind, setzen das Ding um, damit der Platz wieder da ist. Ne? Ja, die müssen das ja mit dem eigenen Kran machen, damit sie dann, sonst hast von oben kommst du ja nicht in jede Ecke. Nee, dafür ist der Bordkran ja da. Ne? Und es muss auch immer ein Platz gefunden werden, was auch genügend Stabilität aufweist. Ne? Kannst du nicht einfach irgendwo auf Fläche abstellen. Ne? Da muss man schon die Stahlstreben für haben. Dann. Ja, das sieht von hier alles so winzig aus und gerade an dem Kran ist das ja wie Spielzeug, aber letztendlich wenn man dann wiegt das sieht das ganz anders aus. Ja, ja. Da kommt schon ganz schöne Gewichte. Das ist immer so, der Ausbau, da muss man nicht so genau aufpassen, aber ja, mit den Teilen möchte man nach Möglichkeit nirgendwo anditschen. Da auf jeden Fall nicht und bei der Kurbelwelle auch nicht. Sehr süß. Aber wiegt bestimmt richtig viel. Geh mal lieber wieder. Mir das mal von hier aus anschauen. Ich finde diesen Kran so faszinierend. Kran, ne? Ja, vor allem, wenn man hier cool. vorstellt, man kriegt überhaupt nicht diese Dimensionen erfasst. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der so gewaltig ist. Wir haben noch ein paar Infos zur Hauptmaschine. Meinst du, das interessiert die Zuschauer? Ja, hau mal raus. Also Leistung Hauptmaschine. Kann ich nicht so gut sehen ohne Brille, muss ich dir auch sagen. 11.650 PS bei maximal 118 Umdrehungen. 9 Zylinder, Hubraum ist 6.021 Liter. Treibstoffverbrauch pro Tag ca. 40 Tonnen.
Super, danke für die Info. Fischifuchs, die Kurbelwelle, die wird erstmal nur geliefert. Ob sie die jetzt auch einbauen, das weiß ich nicht. Und ja, das ist natürlich die Kurbelwelle für den Hilfsdiesel, nicht für die Hauptmaschine. Die hätte eine andere Dimension. Inge fragt, Kurbelwelle, was ist das? Ja, das ist eine gute Frage. Wie erklärt man das? Relativ einfach. Also es ist ja so, die Zylinder von einem Motor, die gehen ja rauf und runter. Also in einem Zylinder ist ja ein Kolben drin und dieser Kolben, der geht rauf und runter. Und diese Rauf- und Runter-Bewegung, die muss man irgendwie in eine Drehbewegung umsetzen. Und um aus dieser Rauf-Runter-Bewegung eine Drehbewegung zu machen, dafür gibt es die Kurbelwelle. Ich hoffe, das ist so halbwegs laienhaft verständlich erklärt. Wofür wird so ein Schwimmkran normalerweise eingesetzt? Ja, also für genau solche Dinge. Es gibt halt unheimlich viele Ladungsteile, die nicht in Container passen. Sehr häufig sieht man zum Beispiel, dass mit dem Schwimmkran Propeller verladen werden. Aber alles, was halt nicht in einen Container passt, wird normalerweise über einen Schwimmkran angeliefert und auf die Schiffe geladen. Es gibt statt Containern gibt es natürlich auch offene Container. Die sehen so ein bisschen aus wie Containerpaletten, sogenannte Flat Tracks. Da kann man auch einiges drin transportieren. Aber wenn es dann irgendwann zu groß, zu breit, wenn die Dimensionen völlig außerhalb von Containern sind, dann kommt halt meistens so ein Schwimmkran mit ins Spiel. Und das Gute ist, der Schwimmkran ist halt super flexibel. Wenn der halt von der Wasserseite kommt und an ein Schiff ranfährt, der kann auf einen Meter genau sich positionieren. Also eigentlich ist es total flexibel. Aber wenn ich jetzt runtergehe, dann sind die wahrscheinlich gleich fertig. Ich dachte mir, wir warten jetzt mal hier, bis die das nächste Teil... Du meinst nochmal da in die Luke, wo wir in die Maschine gucken können? Ich wollte da nochmal hin, wenn die Kurbelwelle kommt, dann können wir nochmal in die Schleuse. Ist denn das die Kurbelwelle, die da jetzt liegt? Das ist die Kurbelwelle, die liegt also hier zwischen den Holzverschalungen. Ach, da. Das ist die Kurbelwelle da drin. Und erst kommt noch dieses kleinere Teil, gleich als letztes. Und danach kommt dann die Kurbelwelle. Eben fuhr ja auch so ein ganz interessantes, ich weiß nicht, ob man das noch sieht, so eine Arbeitsmaschine von der U-Bahn da oben. Ah. Die hatten alles, guck mal, da kommt er wieder mit seinem Dixie-Klo. Das ist ganz interessant gewesen. Ganz interessant. Ja, für die Trainspotter, hier kommt das Dixie-Klo auf Schienen. Ja, die haben da so eine Arbeitsbaustelle, die brauchen ja auch eine Toilette, die Jungs, ich meine, und Mädels. Aber ist das nicht lustig? Das ist in der Tat lustig. Da kommt ein Dixie-Klo. Dixie-Klo auf Schienen. Ja. Hatten wir auch noch nicht im Stream. Nein, das hatten wir auch noch nicht. Ein Dixie-Klo auf Schienen. Ich muss mal gucken, ich hatte das, glaube ich, irgendwo fotografiert. Fiete hatte nämlich auch noch irgendwas geschrieben zu dem Weg beim Stream von der Seemannsmission. Also ich kann es nur allen empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid, einen Abstecher auf die Cap San Diego zu machen, alleine hier rumzulaufen, gucken zu können. Von hier aus das Hamburg-Panorama sich anzuschauen, aber auch auf die Wasserseite. Das ist einfach spitzenmäßig. Ob da einer drin sitzt in dem Dixie-Klo? Ja, könnte sein. Der ist dann aber auch flott unterwegs, ne? Das ist der flotte Otto. Der hat einen Flotten. Weißt du was? Was denn? Wir können einmal kurz in die Brücke gucken. Ja. Ja? Ich glaube, da ist jetzt auch keiner. Eben war da sowas für eine Schulklasse, aber ich glaube, die sind auch weg. Warte mal. Wir können ja hier nochmal. So. Du schaffst das? Ja. Oder?
Warte. Da muss der Dicke sich einmal Ja. gucken. Hallo. Hallo, wir sind noch live, ne? Ist für dich okay? Ja. Ja, super. Ja, also. Das ist nämlich Karen, das ist nämlich eine Zuschauerin von Hamburg Hafen Live. Ah, cool. Ne? Also schaut euch mal hier die alte Brücke an. Ich kann da jetzt nicht viel zu erzählen. Also da müssen wir irgendwann dann mal nochmal mit dem Birger hier einen Termin machen. Aber schaut euch das mal an, hier der alte Maschinentelegraph. Hast du hier nicht auch eine Maschine oder irgendwie so ein Gerät geliefert? Ich glaube ja, ne? Ich ein Gerät geliefert? Da, Nein. hier, guck mal, doch. Da oben, hier. Ach so. W. Ludolf. Nicht P. Ludolf. Naja, da hat Ja. sich ein bisschen verschrieben, macht ja nichts. Also das ist ein Gerät, das zeigt die Schräglage des Schiffes an, ein sogenannter Krängungsmesser. Hier seht ihr, wir liegen jetzt ziemlich gerade, also bei 0 und ich glaube, ist relativ einfach verständlich. Wenn sich das Schiff auf die Seite legt, dann sieht man da, um wie viel Grad es gerade am Rollen ist. Hier das Ruder, gut gesichert, besser ist das. Aber es ist alles so richtig schön oldschool. Kannst du mal einen Blick nach draußen werfen? Nicht, dass wir gleich verpassen, wenn das da weitergeht. Ja. Johann? Alles gut? Nö, ist doch alles. Ist noch. Sind noch, ja. Ja, oder hier auch ganz interessant zur Verständigung mit der Maschine, ne? Das Bordtelefon. Das ist die Schwester Hansen, die mag doch oldschool. Ja, das ist echt oldschool hier. Aber es gibt natürlich auch, da das Schiff ja noch voll fahrtauglich ist, gibt es natürlich auch einige modernere Geräte. Ja, also hier haben wir Actis, Radar und so weiter und das ist dann halt alles auch auf dem neueren Stand. Aber hier ist doch auch noch sowas. Sieht das aus wie ein Telefon. Was hast du da? Von Weitem. Das ist auch noch ein Telefon, ein Makrofon. Aber guck mal, wenn du hier jetzt so auf der Brücke schießt und das Schiff steigst, guck mal, wie weit das noch nach vorne geht, ne? Ja, also das ist schon echt cool. ein Ja, du Dampfer. stehst hier, Guck mal hier, guck mal hier mit dem. dieser Ausblick von der Brücke. Und das stell dir jetzt mal vor, so auf hoher See. Und dann dieser Blick hier mit den ganzen Aufbauten vor der Nase. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, was haben wir denn hier noch an Gerätschaften? Echometer, ach, guck mal, ein Echolot. Quasi ein Tiefenmesser. Da müssen wir definitiv noch mal einen extra Termin machen mit Birger. Auf jeden Fall. Am besten bei voller Fahrt, ne? Am besten bei voller Fahrt. Ja. So. Ich glaube, der Kran kommt wieder runter. Dann können wir hier noch mal gucken. Achtung, ich hänge fest. Hilfst du mir mal? Tanja ist auch nie da, wenn man sie braucht. Also ich stehe ja gerade hinter dir. Wir kommen da besser durch, ne? So. Ich bin bei der Kapuze hängen geblieben. So, da kommt das nächste Teil und dann endlich irgendwann die Kurbelwelle.
Echt jetzt spannend. Da kann man jetzt sagen, das ist die Belastungsprobe für den 100 Halt dein Helm fest. Und dich selber auch. Geh nicht zu weit zurück. Ja, das ist süß. Danach kommt das Highlight. Ja, danach kommt Das- es. DPD-Terminzustellung. Ja. Oh, wie süß, ja. Ja, das ist wirklich niedlich. Das haben die Jungs vom Schwimmkran bestimmt auch nicht so oft, so ein kleines Nee, das Paketchen ist- dranhängen, ne? Das geht ja schon als Präzisionsarbeit durch. Ja. Nee, Sisyphusarbeit. Also ich finde das mega spannend hier heute. Paddy in Gefahr. Naja, so in Gefahr ist es ja auch nicht. Inge fragt, ob ihr Großenkel eine Ausbildung bei uns machen kann. Nee. Nee. Das geht nicht. Soll mal was Vernünftiges lernen. Genau, lern lieber was Vernünftiges. Fischifuchs fragt nochmal, ob ich die Bezeichnung der Hauptmaschine weiß. Hatten wir die nicht eben auch? Ach nee, das war der Hilfsdiesel, wo wir die Bezeichnung zu hatten. Ja, die haben auch die Ruhe weg, die Crew vom Schwimmkran. Ja, Waren ist erstmal ein Päuschen. Ist auch so lustig, dass wir das ja jetzt ja gerade in der Dokumentation gesehen haben, ne? Und jetzt liegt das Schiff Die hier. Palmei hier, Genau, ja. und da auch so die Crew und so, ne? Das ist, Ja, die stehen da alle. ja, die machen, Da ist er doch auch der, ja. wie heißt der denn eigentlich aus der Doku? Heißt er nicht Christian oder Krishan oder so? Krishan oder so, ne? Ja, genau. Die machen jetzt heute erstmal Lagebesprechung. Das ist irgendwie so hafenhautnah, findest du nicht auch? Irgendwie gestern noch Ja. gesehen, heute sieht man sie ja schon irgendwie wieder so live, ne? Nein, besser kann es doch gar nicht sein in Hollywood, oder? Aber auch dieses Bild, ne? Ach, hier, mit guck dem, mal. guck mal hier, mit der Elbphilharmonie und dem Kranführer. Ja. Auch schön. Also wenn das hier die Bezeichnung von der Maschine ist, kann ich... Ein MAN-Dieselmotor ist es, mit 9 Zylindern. Also eine richtige Typbezeichnung scheint er nicht zu haben. MAN 9 Zylinder. Das Dixie-Klo wurde mittlerweile auch abgesetzt. So, also für die ganz Wissbegierigen. Eine MAN K9Z 78-140D ist das. Das lag mir mal wieder auf der Zunge.
So, der Kran schwenkt zurück. Das heißt, die Teile sind wohl abgeladen. Jetzt kommt der Star des Tages, die Kurbelwelle. Basti 171, willkommen an Bord. Ich danke dir für deinen Prime-Sub. Dann Jörg Homberger lässt 2,11 € da. Herzlichen Dank. Lord Herbsti verlängert das Prime-Sub im 5. Monat. Dankeschön. Tulpe 2 € per PayPal für einen Kaffee. Herzlichen Dank. Hansi ist da, 2,49 €. Moin Hansi, Dankeschön. Und 15 Monate verbucht McCavity. Das ist aber auch eine Millimeterarbeit. Danke fürs Teilhaben lassen. Ja, super spannend, oder? Also, das sieht man nicht jeden Tag. Und jetzt kommt die Kurbelwelle. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie die jetzt gleich rausheben aus der Holzverschalung oder ob die komplett mit der Holzverschalung an Bord kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch drum bleibt. Einfach zum Schutz. Jetzt haben wir sogar das Horn vom Kran. Ja, die sollen den Deckel nicht vergessen, also nicht wegfahren mit Deckel. Wir müssen immer wieder kommen. Die Palette, vor der du jetzt stehst, da links. Die Palette. Palette, die helle, die muss noch mit hoch. Sind die Teile da alle fest dran? Nein, ich habe nicht mehr gemacht. Jetzt hätte ich gedacht, die hängen wir jetzt damit runter, aber wenn die dann nicht fest drauf sind, ist das schon. Nee, So, wenn die gleich hier schwebt, die Kurbelwelle, dann gehen wir runter wieder zu der Schleuse. Ja. Ne? Da kann man, glaube ich, dann ganz gut gucken, wie sie reinkommt. Aber man muss ja mal sehen, wie das Teil jetzt aussieht. Da warten ja. Ja, wir müssen drauf. auch ein Foto dafür. Also wir brauchen unbedingt Fotos im Querformat für... Jetzt kommt sie. Also für alle, die noch nie eine Kurbelwelle in ihrem Leben gesehen haben. Soll ich mal die Kamera nehmen? Das ist aber eine schöne Kurbelwelle, Ja, finde ich, jetzt oder? auch. Also das kann man sich doch als Kunstobjekt ins Wohnzimmer stellen. Hier ist nochmal die Frage, was die wiegt, die Kurbelwelle. Hatte nicht jemand was von 3,5 Tonnen gesagt? Weiß von euch zufällig jemand, was die Kurbelwelle wiegt? 1,5. Doch nicht 3. 1,5 Tonnen. Also
Also ich weiß nicht, ob ich das richtig gedeutet habe hier. Ich glaube, bei Twitch ist auch jemand, der Big J. Ich glaube, das war in der Lok von der Hochbahn. Echt? Mit dem Klo, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht alles gelesen. Hauptsache, er sagt nicht im Dixie-Klo. Ah, der Deckel war das, der 2,2 Tonnen wog, okay. Boah, Sirene haut auch nochmal einen Fünferpack raus. Dankeschön. Sirene, du verrückte Nudel. Ganz lieben Dank für 5 verschenkte Subs. Das ist echt Wahnsinn. Ja, er schreibt, er sitzt auf der Lok nicht im Klo. Wie lustig. Wie lustig. Da können wir ja noch mal zu Big J rüber. Da müsste er sitzen, auf der Lok. Liebe Grüße. Ja, cool, dass du zuschaust. Ach Gott, hat sogar aus der Lok gewunken, hat mir jemand gesagt. Ja. Ja, dann musst du noch mal winken. Wir sind hier genau Ja, aber jetzt kommt gerade die Kurbelwelle. okay, dann gucken wir uns noch mal mit dem Das wäre jetzt Timing. doof. Jetzt kann man sie nämlich sehr schön sehen. Aber vielleicht sieht er ja auch die Kurbelwelle. Aus dem Fenster. Alles zusammenpacken und in die Kiste rein. Das kommt alles, der ganze Müll kommt alles hierher. Guck mal, eine Kurbelwelle vor Michel. Das ist doch, guckt euch das Bild an. Mensch, wer hat schon mal so eine Kurbelwelle vor Michel gesehen? Hast du mit ihm gesprochen? Jetzt muss ich mal kurz gucken hier noch, dass ich irgendwie ein Vorschaubild hinbekomme. Und dann gehen wir mal schnell runter. Und kommst du mit runter? Wir gehen zu der Schleuse. Ja, ja, ich glaube, ja. da können wir das ganz gut filmen. Okay. So, einmal schnell runter. Ich wollte zur Schleuse, wenn sie da runterkommt. Ja, ihr muss hier nicht so viel klettern. Nehmen wir mal die andere Seite. Ich danke dir vielmals. Ganz lieb. Dankeschön. Einmal durch den Pool. Ja. So. Schnell, schnell, schnell. Oh. Guck mal, die ist nämlich schon fast unten. Boah, das geht fix. Das geht rucki zucki. Oh, darf ich hier noch einmal hier durchfilmen? Achtung. Darf ich hier einmal kurz mit der Kamera nebenher filmen? Dankeschön. Oh, das riecht hier aber nach Eintopf. Du sollst nicht essen, du sollst filmen. Tony, thank you for 10 euros. Thank you, thank you, thank you for your support. So, da kommt sie. Da kommt sie. Spannend. Bist du installiert schon oder? Nee, ich warte noch auf meine Frage. Ich war auch im Urlaub. Was für
Oh, Entschuldigung. Ja, die muss, die Kurbelwelle wird gleich einmal abgelegt und dann muss die nachher durch dieses Loch im Boden, denn der Hilfsdiesel, der steht noch ein Deck weiter unten. Das wird dann aber mit dem bordeigenen Kran gemacht. Tascha, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime Sub. Und 10 € kommen noch anonym rein. Ja? Oder war das der Toni? Naja, auf jeden Fall vielen Dank für die 10 € per PayPal nochmal. Ganz, ganz lieben Dank. Und Guido, 2 €. Beten, Watt an Pikolöchen ist unterwegs. Guido, herzlichen Dank. Sag mal, Guido, bist du zufällig das schwarze Schaf, muss ich jetzt mal fragen, für einen Freund? Da hängt sie schon. Ja, bloß keine Delle rein, das ist in der Tat so. Schöne Kürze. Zucchini hin? Ja, sehr. Ja? Jetzt kommt sie. Ich bin mal gespannt, wie sie die ablegen. Oder übernehmen sie die gleich, dass sie die gar nicht ablegen, dass sie die gleich an den eigenen Kran hängen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe eine Idee, wie sie es machen. Das sieht so aus, als wenn sie jetzt den Bordkran am unteren Ende befestigen und dann quasi die Kurbelwelle einmal drehen. Also das heißt, dass der bordeigene Kran die quasi übernimmt. Aber lassen wir uns überraschen, mal gucken.
Ah ja, jetzt wird sie also gedreht. Und damit übernimmt dann der Bordkran. Du hast echt den besten Platz hier, ne? Also der ist super, der Platz. Wirklich. Elke, 17 Monate. Ich danke dir vielmals, Elke. Toller Stream, sehr interessant, schreibt sie. Also ich finde es auch super interessant. Ich finde es super interessant. Ja, jetzt wird die Welle gedreht. Und ich glaube, man kann sich jetzt auch sehr gut vorstellen, wie eine Kurbelwelle eine Hubbewegung in eine Drehbewegung umwandelt. 16 Monate ist der Peter dabei und wieder ein besonderer Stream. Danke, Peter. 5 Euro vom Ankerbengel Thorsten. Moin in der Hamburger Hafenschau, schon die ganze Zeit per TV zu. Sehr interessant. Liebe Grüße auch an Brigitte und Happy Birthday. Ich danke dir vielmals. Nein, Workaholic, das ist eine Kurbelwelle. Nockenwellen sehen etwas anders aus. Also unten auf dem Kran sah sie wirklich klein aus, aber wenn man jetzt da unten die Menschen daneben sieht, also dann hat die auch schon anständige Dimensionen, die Kurbelwelle. Natürlich kein Vergleich zur Hauptmaschine. Seren, du bist ja irre. Seren schreibt bis Jahresende 750 verschenkte. Seren, du bist echt. Mensch, danke, danke, danke. Wie lange hält so eine Kurbelwelle, fragt Arthur. Also im Grunde genommen, wenn die gut gepflegt und gut gewartet werden, halten die eigentlich eine Ewigkeit. Im Normalfall haben die eigentlich keinen Verschleiß. Wie gesagt, die müssen halt anständig gelagert werden, anständig gewartet und so weiter. Aber meiner Meinung nach ist es nicht so, dass die nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Berichtigt mich gerne. Ja, gedreht und jetzt hängt sie am Bordkran. Das gute Stück. Bloß nirgendwo anditschen. Ja, dann ist hier die Frage, wieso denn eine neue? Arthur, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die jetzt eine neue brauchen. Dieser Hilfsdiesel 3, für den diese Kurbelwelle ist, der ist schon so lange nicht in Betrieb, wie halt die Cap San Diego Museumsschiffe ist. Der muss irgendwann mal gelaufen sein. Warum die dann kaputt gegangen ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber die anderen Hilfsdiesel,
die laufen immer noch einwandfrei und ich glaube auch immer noch mit ihrer ersten Kurbelwelle. Warum die hier kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir haben aber genug gesehen. Oder wird die jetzt noch im Loch versenkt? Das weiß man nicht, das wissen aber bestimmt die. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt in einem Rutsch machen wollten. Oder... Vielleicht müsste ja auch noch eingeschmiert werden und so, oder? Wird das nicht noch eben so alles präpariert? Nein, die muss ja erstmal runter zum Hilfsdiesel. Nee, die scheinen sie jetzt tatsächlich gleich unter Deck zu schaffen. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendeine Chance haben, da unten empfangstechnisch da mal irgendwie runter zu gehen. Wie kommen wir denn zu dem Hilfsdiesel? Oder kommen wir da jetzt gerade gar nicht hin? Wir wollten noch mal gucken, ich muss erst mal gucken, wie der Stand ist. Aber der fragt doch erstmal, ob die überhaupt da runter geht jetzt schon. Ich glaube, die geht jetzt in einem Rutsch durch. Ne? Ja? Das können wir jetzt machen. Wir wollen nur einmal, dass wir einmal den Hilfsdiesel zeigen. Ich weiß zwar nicht, ob wir da unten Empfang haben, aber Versuch macht klug. Oder willst du alleine gehen, Schatz? Dann muss ich dann auch noch. Ich kann auch mit dem Joachim. Willst du denn das Mikro haben? Komm, dann kriegt der Joachim auch gleich das Mikro. Darf ich dir das einmal geben? Also das ist der Joachim. Okay, ja? moin. Moin. Du bist in Funktion an Bord. Ich bin der Chief hier an Bord, Ach, du bist Leiter der Chief, Maschinenanlage. Okay. Und ja. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, dass wir noch mal einen Blick werfen. Wir müssen mal schauen, wie es empfangstechnisch ist. Aber mehr als probieren können wir es nicht. Vielleicht runter. Haben wir ja Glück, weil, weil oben das Skylight offen ist. Also wir probieren einfach mal. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Da muss ich mal aufschließen. So, einmal kurz durchgehen. Ach, wir sind jetzt quasi durch den Seiteneingang rein. So, und dann einmal runter hier. So, wir müssen hier lang. Okay. Ach, hier liegt das eine Generatorteil. Das ist der Stator vom Generator. Okay. Ein bisschen klettern. So. So. Krass, sind wir immer noch da mit dem Stream? Sind wir immer noch da? So, da wird die Kurbelwelle gerade von der Zylinderstation senkrecht verbracht über die Mittelstation jetzt nach unten. Ja.
Rechts haben wir jetzt die Hauptmaschine, ne? Genau, rechts ist die Hauptmaschine. Ach, der Hilfsdiesel ist noch einen tiefer? Der ist noch ein tiefer. Noch ein da tiefer. gehen wir jetzt mal hin. Also noch haben wir Empfang. Ich bin gerade ganz begeistert, dass das hier funktioniert. Das gibt's doch nicht, dass hier Empfang ist. Ist das Schiff aus Pappe gebaut? Da ist der Hilfsdiesel und jetzt ist auch der. Super. Ja, das ist natürlich schade. Warte Kann man mal. das zwischenspeichern irgendwie? Ja, also wir speichern das zwischen. Ich gucke mal gerade, ob wir hier irgendwo. Ich habe hier so einen kleinen Router. Ich versuche den mal so ein bisschen. Ich versuche den mal hier oben so ein bisschen zu positionieren. Es könnte sein, dass wir jetzt noch mal etwas Empfang haben. So, es geht wieder, schreibt der Chat. Also wir haben jetzt hier, ach Mensch, das ist ja super. Geil. Guck mal, wir haben ein Netz und einen Blick auf den Hilfsdiesel 3. Einmal komplett freigelegt. Wahnsinn. Insgesamt hat die Cap San Diego 3 oder 4 Hilfsdiesel? Also 4 installierte Diesel, ja. Wobei 3 jetzt betriebsbereit sind. Und der 4. seit irgendwann 1990, 1980, irgendwo dazwischen ist er mal völlig kaputt gefahren worden. Ne? Ohne das ist aber noch, als sie noch im normalen Dienst war, oder? Das wissen wir nicht genau, Wisst ihr das nicht? ist leider nicht so richtig dokumentiert. Wir wissen nur, dass der quasi komplett defekt ist, also auch die Kurbelwelle war nicht in Ordnung. Vermutlich ist er mal ohne Kühlung gefahren worden und war belastet. Und in der Folge sind die Lager kaputt gegangen, die Buchsen und auch der Generator. Deswegen war unsere Aufgabe jetzt, den wieder instand zu setzen, wie es früher mal war. Und das tun wir nicht, weil wir die Leistung unbedingt brauchen. Das Schiff brauchte früher zum Teil 4 Diesel, 4 Generatoren, weil wegen der Kühlladung, es wurde viel Kühlladung transportiert. Und gerade in Äquatorgegend, wenn es warm ist, dann braucht man auch eine Menge elektrische Leistung. Ne? Heute ist das nicht mehr so der Fall, aber diese alten Maschinen, die müssen natürlich gewartet werden. Und wenn da mal ein Teil kaputt geht, dauert das sehr, sehr lange, bis wir dann Ersatz bekommen und den wieder in Flott bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen mal dieses Projekt an, das dankenswerterweise unterstützt wird von der Kulturbehörde in Hamburg. Und so ist das auch finanziell irgendwo tragbar. Ne? Ja, und ich habe schon gehört, die Kurbelwelle ist quasi mehr oder weniger ein Fundstück. Also ist tatsächlich ein Neuteil, was irgendjemand es ist ein Neuteil, aufgegabelt hat. Irgendwo im Kölner Raum wohl gelagert hat. Die Firma Bagun hat sie beschafft. Und die alte Kurbelwelle ist an Bord hier, die kann man nach bestaunen. Die ist ja nachher verdeckt. Ja. Insofern gibt es auch was zu sehen. Also man muss sich das vorstellen, das was hier an den Kettenzügen hängt, das ist quasi der ganze, sagt man, Zylinderkopf oder? Nein, das ist das, was man jetzt hier sieht mit dieser Lagergasse sozusagen. Ja. Das ist das untere Motorgestell. Das ist verbunden mit dem Fundament. Und hier musste die Lagergasse neu gebohrt werden. Also es wurde ein Bohrwerk aufgebaut. Dann wurden die Lager neu ausgedreht. Es müssten größere Lager besorgt werden. Die mussten extra gegossen werden in Frankreich. Wahnsinn. Ja, das war ein ziemlicher Aufwand, hat uns ein halbes Jahr Zeit gekostet. Aber das ist erledigt, die neuen Lager sind drin. Und jetzt kommt die neue Kurbelwelle da quasi rein. Ja. Dann werden die Lagerböcke wieder befestigt.
Und dann kommt auf das untere Motorgestell das obere Gestell. Ach so, genau, was jetzt quasi einfach daneben Genau, das liegt jetzt daneben. Ja. Und wenn das jetzt montiert ist, dann kommen die nächsten Schritte mit neue Zylinderbuchsen. Also hier sieht man auch ganz gut die Zylinder, beziehungsweise kann man hier mal die Öffnung sehen. Die Öffnung, ja. Und da hat man auch, was haben die für einen Durchmesser? 30, 35 oder so? 35 ungefähr, ja. Also da kommen jetzt die neue Zylinderbuchsen rein, die wir schon vor längerer Zeit aus Elsfleet besorgt haben, weil die alten waren verrostet und verschlissen. Und dann kommen darauf nachher die Zylinderköpfe. Vorher kommen natürlich die Kolben rein und Pleuel. Also es ist noch eine Menge Arbeit, was auf uns lauert. Habt ihr irgendwie einen Zeitplan oder wann ihr den wieder einsatzbereit haben möchtet? Also oder macht ihr so wie... Nee, das ist ein richtiges Projekt, was wir da haben. Und auch von den Finanzen her muss man gucken, wann kann ich was machen. Also wir wollen jetzt zügig mit der weiteren Montage beginnen. Und das Ziel ist, irgendwann im Spätherbst den so weit zusammen zu haben, dass man sagen kann, die nächste Inbetriebssetzungsphase kann beginnen. Sie müssen sich das vorstellen, das ist ja nicht nur der Diesel hier, sondern es ist auch der Generator. Hier sieht man das Schwungrad. Das muss dann montiert werden auf dem Ende der Kurbelwelle. Stimmt, das muss ja irgendwie dann die Kraft in Strom Genau, und dann kommt hier der Generator quasi genauso wie da. Ja. Und, da sieht man ihn. Ach ja, und da muss das alles angeschlossen werden. Man sieht hier die ganzen Leitungen. Das muss ja auch alles, genau, das gehört ja alles dazu. Also nicht nur, dass der Motor läuft, sondern dass er auch dann Strom produziert. Damit hört das nicht auf, sondern wir haben da auf der anderen Bordseite, auf der Backbordseite die Schaltanlage. Auch da musste ein neuer Schalter eingebaut werden. Was wir im Januar gemacht haben mit einer Firma Zoller in Elmshorn. Und das ist aber schon erledigt. Aber diese ganze Inbetriebssetzung, das ist ja wie ein Neuaggregat nachher, das wird noch sehr aufwendig sein. Ja, also das ist wirklich super interessant. Ganz, ganz herzlichen Dank. Kommt denn jetzt die Kurbelwelle, wollt ihr die jetzt schon an ihren finalen Platz bringen oder muss die jetzt irgendwo zwischengelagert werden? Nein, das Ziel ist heute quasi die Kurbelwelle, die jetzt senkrecht hängt auf der anderen Seite. Die wird dann hier rumtransportiert und das ist ein schwieriger Akt, weil das alles sehr eng ist. Wir mussten dazu einen Motor abbauen. Können wir mal eben schauen? Ja, wir können mal gucken, ob wir empfangsmäßig da hinten noch irgendwas machen können. Ich nehme euch mal mit und hoffe, dass da noch was geht. Man sieht quasi, dass der E-Motor von der Frischwasserpumpe abgebaut wurde. Und auch hier sind Teile abgebaut worden von der Kurbelgehäuseentlüftung, damit wir hier Platz haben, um die Kurbelwelle quasi hier um die Ecke zu bekommen. Ne? Und das macht ihr dann hier aber mit Handkettenzügen, oder? Das ist alles mit Kettenzügen. Hier schon, das ist schon vorbereitet. Genau, mit Kettenzügen. Ja. Wird dann so und Stück zu Stück. Da kommt sie gleich irgendwann. Ja, das wird dann wahrscheinlich Millimeterarbeit. Das ist Millimeterarbeit, ja. Und auch schwer. Die Kurbelwelle wiegt 1,4 Tonnen. Ist also kein Leichtgewicht und muss auch sehr vorsichtig behandelt werden. Ne? Das darf keine Kratzer geben und sonst was. Also ist schon ein bisschen aufwendiger. Ja, die klemmt man sich nicht mal eben so unter den Arm. Ja, aber also ich finde es toll, wie ihr das Schiff auch erhalten habt. Also wenn man hier runterkommt, das glaube ich, jeder, der so ein bisschen technikaffin ist, der ist gleich begeistert. Das ist alles tipptopp. Ich finde es halt sehr schön, dass man das auch alles sehr anschaulich angucken kann. Und ich glaube, es ist ja auch so, während der Fahrten ist ja im Prinzip alles zugänglich. Ne? Wie ist das eigentlich während der Fahrten mit Maschinenraum? Der Maschinenraum ist zugänglich und wir haben natürlich Bereiche, die abgesperrt sind, aber grundsätzlich können die Gäste überall dabei sein, auch wenn wir die Hauptmaschine fahren mit Handbetrieb.
oder bei den Hilfsdieseln hier Arbeiten machen, ist der Zugang frei. Bei besonderen Gelegenheiten, wo es eng wird, zum Beispiel Hauptmaschine starten oder sowas, das sperren wir schon mal ab. Aber grundsätzlich ist das eine seltene Gelegenheit, einen Maschinenbetrieb so live zu erleben. Nicht die Geräuschkulisse, sondern einfach, wie das Ganze funktioniert. Und man sieht ja hier auch im Diesel, da die Kipphebel, die bewegen sich. Das sieht man heute eigentlich sehr, sehr selten. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Gäste schwer begeistert sind. Also es reicht ja schon, sich das jetzt anzugucken, wo quasi keine Fahrt ist. Aber also ich glaube, da kann ich nur jeden Zuschauer motivieren, sich das mal anzutun. Ein paar Plätze sind dieses Jahr noch frei für Fahrten. Also guck mal auf der Webseite Cap San Diego. Ich glaube, das ist, also nicht nur, dass es toll ist an Deck, also die Elbe entlang zu fahren, auch unter Deck, für jeden, der ein bisschen Technikbegeisterung hat. Super, vielen, vielen Dank. Ja, bitte also schön. für die Infos und dass ich hier noch mal reingucken durfte. Ich bin ja ganz begeistert, dass das jetzt doch technisch geklappt hat. Ist ja nie gedacht. So, hier können wir noch mal ganz kurz schauen. Hier ist quasi ein Zwischenlager. Für die Maschinenteile, also Dichtungen zum Beispiel, Ventile, Ölpumpe, Filter, Ölkühler und diverse andere Sachen, die wir alle schon vorbereitet haben. Leitungen, die angeschlossen werden müssen. Auch hier Vorlagen, Lager und so weiter. Liegt alles schon parat für den Einbau. Ja, genau. Toll, richtig toll. Also wirklich, ich freue mich schon drauf, dass wir auch mal mitfahren hier. Also die Zuschauer sind ganz begeistert. Also es schauen übrigens gerade auch über 2000 Leute zu. Ja, wunderbar. Bei den Erklärungen. Und ich kann nur von unseren Zuschauern ein Lob aussprechen. Ganz tolle Erklärung. Also wirklich ganz toll. Auch das Schiff, alles, die Crew sowieso alle hier an Bord. Also ihr könnt ansprechen, wen ihr wollt. Die sind alle, für die ist das alle hier an Bord auch ein Stück weit Hobby. Das ist, da gehen sie drin auf und die meisten, die haben auch immer Lust hier das ein oder andere Seemannsgarn rauszuhauen und ein bisschen zu schnacken, sei es über das Schiff, aber auch so ein bisschen. Ne? Also auch die Arbeit mit den Freiwilligen macht Spaß und Freude. Manchmal ist das natürlich ein bisschen anstrengend, aber klar, weil wir sind fast 35 Leute in der Maschine. Aber die Interessen sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Die berufliche Ausbildung ist unterschiedlich. Aber es ist ein super Team und engagiert und mit Spaß und Freude dabei, ne? Muss man wirklich sagen. So, gegenüber einem normalen Berufsleben, wo es auch immer Leute gibt, die nicht so motiviert sind, ist das hier klasse. Ne? Vielleicht ja auch für den einen oder anderen ein kleiner Ausgleich. Auch das. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, wir mussten hier rum. Also hier stehen wir oder gehen jetzt quasi um die Hauptmaschine rum. So. Da hinten hängt auch die Kurbelwelle gerade. Da sehen wir, sie ist schon fast eine Etage tiefer. Ja, und hier seht ihr nochmal. Ja, da muss sie quasi gelegt werden, vom senkrechten Zustand in die Vertikale. Denn der weitere Transportweg geht quasi in der horizontalen. Und, Ach ja, deshalb habt ihr den Motor da abgebaut, damit ihr um die Kurve damit kommt. man da rum kann. Das ist also etwas trickreich. Aber so haben wir die alte Kurbelwelle auch ausgebaut und dann geht die neue auch so rein. Mittlerweile ist hier der ganze Transport jetzt über den eigenen Maschinenraumkran und nicht mehr über den Schwimmkran, der jetzt wahrscheinlich das Skylight aufsetzt. Ja, und das haben wir eben gesehen, wie der übernommen wurde. Dadurch, dass die Kurbelwelle ja einmal gedreht wurde, dann. Ja. Na, sehr interessant, ja.
Sensationell. Gut. Sensationell. Dann ja, geh du doch gerne mal vor. So, jetzt müssen wir... Ja, allein diese Generatorteile wiegen insgesamt über 3 Tonnen. Jetzt hat man auch mal einen Größenvergleich. Guck mal, jetzt steht da jemand neben. Als das Ding eben am Kran hing, dachte man, das ist ein Spielzeug. Ne? Alles total... Aber auch jetzt hier, guck mal, das sind die Zylinderköpfe oder Zylinderkopfdeckel ist es, ne? Zylinderdeckel. Ja. Zylinderdeckel. Also wenn ich jetzt mal meine Hand hier drauf lege, dann seht ihr, welche Größe haben die Muttern? Weißt du das zufällig? Ja, 120er. Eine 120er. Also das ist dann schon nicht mehr im haushaltsüblichen Werkzeugkoffer zu finden. Ja, das sind Schraubenschlüssel, die werden in geringeren Stückzahlen angefertigt. Ja, also am Schwimmkran sah das alles winzig aus. Ja, klasse. So, wie kommen wir wieder raus? Gut, wir kommen hier raus. Am besten hier. Ja, wenn die Kurbelwelle gesetzt ist im unteren Motorgestell, das obere Gestell drauf ist, alles verzurrt ist mit den Schrauben und Bolzen, dann wäre der nächste Schritt, dass das Schwungrad angebaut wird und dann kommt nachher auch der Generator. Beginnend mit dem Ständer, dem hinteren Lagerschild und dann kommt der Rotor hinein. Das ist noch ein kompliziertes Vorgehen. Aber die Gelegenheit war jetzt einmalig mit dem Schwimmkran und vor allen Dingen dadurch, dass das neue Teile sind, beziehungsweise überholte Teile. Der Ständer hatte einen Kurzschluss. Also das sind die Generatorteile, die auch an den Hilfsdiesel dann drankommen für die Stromerzeugung. Genau. Klasse. Okay. Familie Tecklenburg, bitte zur Kasse. Weiß gar nicht, ist denn der Deckel schon wieder drauf? Das Skylight schon wieder drauf? Jo. Oh ja. Schon wieder, wahrscheinlich ist der Kran schon längst in der Mittagspause. Da schauen wir mal, wie weit das ist. Der ist bestimmt schon weg. Ja, vielleicht kann man abschließend noch mal sagen, dass das sehr gut organisiert und vorbereitet wurde. Das sah auch so aus, als ob das gut geplant war. Ja, das ist eine Menge Arbeit, das Ganze zu koordinieren, von den Transportwegen der einzelnen Firmen bis hin zum Schwimmkran, Verfügbarkeit. Das Wetter, da haben wir Glück gehabt. Aber Stell alles dir vor, es andere, wäre wie gestern gewesen. ja, alles andere muss man aber gut vorbereiten. Wo stelle ich was hin? Wie ist es mit den Gewichten? Welche Leute habe ich? Habe ich Reserve? Funktioniert der Kran? Gibt es da irgendwie eine Störung und so weiter? Aber ich bin schwer begeistert. Ja, wir auch. Kann ich nur zurückgeben. Jetzt kommt Bagun hier. Ja. Moin. So. Einmal durch. Aber ja, so, dann gehen wir einmal wieder raus und dann muss ich mal Tanja wieder suchen. Wo, ja. Ist hier der Ausgang? Ja, wir gehen am oder besten gehen hier wir hoch. oben? Da. Das ist einfacher. Oh, hier riecht es überall nach Essen. Wie fies ist Ja, das hier ist denn? die Kombüse. Ja. Da wird gebrutzelt. Hallo, ja, bitte. Hallo. Ach, der Kran ist noch da. Ach, guck mal, von hier kann man auch mal in den Fahrstand vom Kran gucken. Ja. Da unten, da wird der Kran gesteuert. Er hat ja einen eigenen Antrieb. Und der Kran selber wird dann aber von oben bedient.
Zuletzt war der Schwimmkran für die Cap San Diego da im Jahr 2012. Da wurde achtern die Rudermaschine rausgehoben und der Kranführer ist noch der gleiche wie vor 13 Jahren. Das passte sehr gut, deswegen hat das hier auch reibungslos alles geklappt. Aber es ist schon ganz schön. Ich glaube, er legt ab, ne? Zumindest bewegt sich was. Ist schon dabei. Das ist so komisch, wenn man da auf dem Schiff ist, denkt man, man selbst fährt. Aber nee, es ist ja der Kran. Wo bist du denn zur See gefahren? Also ich denke mal, du hast sicherlich auch einen Background als Chief, oder? Ja, ja, klar. Also man muss ja ein Patent haben, ein gültiges Patent auch. Und ich war bei Hapag-Lloyd, bei kleineren Reedereien, bei Hapag-Lloyd und dann nachher bei Shell. Und da bin ich in die Kraftwerkstechnik gegangen. Und mit Beginn Altersteilzeit habe ich dann hier angefangen. Und hier bin ich seit Ende 2013. Ah, also auch schon über 10 Jahre, fast 12 Jahre. Ja. Man denkt, das Schiff fährt, ne? Habe ich auch gerade schon gesagt, ja. Das ist nur der Kran. Ja, ich muss mal. Hab ich mich erschrocken. Der hat ja auch mal ein ordentliches Horn, ne? Wow. Ja, Dieter. So, warte mal, der Joachim, dem müssen wir das Mikro, bevor der jetzt wegläuft mit dem Mikro. Genau, der unterhält sich da. Der weiß, glaube ich, auch nicht, dass er weiter auf Sendung ist. Wer weiß, was er erzählt. Ach, das Mikro, ja. Habe ich ganz vergessen. Das hätte ich mit nach Hause genommen. Ja, ne? Vielen, vielen Dank, ja, Joachim. Also ganz, ganz tolle Erklärung. Wirklich ganz toll. Herzlichen Dank. Ja, ich glaube, Kran ist weg. Wir können ja noch einmal auf die Seite da. Ja. Da sehen wir noch mal, wie der Kran wegfährt. Und dann haben wir, glaube ich, eine runde Nummer. Gerne auch mal mitfahren. Das ist schon geplant. Ja, hier ist auch normaler Besuchsbetrieb, also wurde nichts gesperrt. Ich glaube, heute sind hier auch so ein paar Schulklassen, die machen hier nämlich eine Schnitzeljacht. Ah, das ist ja auch cool. Übers Schiff. Also wir müssen Das ist halt ja auch das cool. Mögliche rausfinden hier. Ja, da Ja, kommt und der. da düst der Kran ab. Was für ein Gefährt, oder? Okay. So. So, Also ich fand das gut. ich finde das super hier. War doch ein toller Stream. Absolut. Ich muss das Mikro ein bisschen höher halten. Ja. Also ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Mal ein bisschen was anderes hier von der Cap San Diego. Wirklich ein richtig tolles Schiff. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr hier seid in Hamburg, besichtigt es. Auch wenn ihr nicht die Möglichkeit habt für eine Mitfahrt. Auch hier einfach auf dem Schiff zu sein. Man kann und sich von so frei hier- bewegen hier, ne? Das Ja, und wenn man sich hier nur einen Drink holt, hinsetzt und ein bisschen auf den Hafen glotzt. Also ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level, als wenn man einfach nur an der Promenade Ja. entlang geht. Ne? Also dann an der Stelle natürlich auch vielen Dank an das ganze Cap San Diego Team, also auch hier die Ehrenamtlichen, die wir ja so ein bisschen überfallen haben. Das war nicht abgesprochen Die wussten mit gar den nichts von ihrem Interviews. Glück, ne? Nee, es ist ja auch alles sehr, sehr kurzfristig entstanden. Also ich habe auch erst vorgestern davon erfahren. Aber ich glaube, es war ganz interessant und ganz informativ. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ganz, ganz dickes Dankeschön für den tollen Chat wieder und natürlich auch für die Wahnsinnsunterstützung für den Kanal. Sowohl bei Twitch mit den Subs und Bits als auch bei YouTube mit den Mitgliedschaften und den Spenden. Also wirklich ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Elke Mark Hamburg hatte 5 € noch dagelassen. Dann der Techliner ist seit 8 Monaten mit dem Prime Sub dabei und Kaki lässt auch nochmal 5 € Superchat da. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe. Also ganz, ganz fettes Dankeschön an euch für diese tolle Unterstützung. Und natürlich auch wieder ein Dankeschön an unsere lieben Moderatoren. Absolut, die haben heute Morgen wieder alles gegeben. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben... Ich glaube, du musst noch mal umdrehen. Ja, ich drehe gerade um. Der Kran fährt da gerade raus. Ja. Also würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream. Wann das sein wird, weiß ich gar nicht. Gucken, ob wir noch irgendwas am Wochenende machen. Na, ihr werdet das ja einfach sehen. Ansonsten wisst ihr ja, kommt WhatsApp. Ne? In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.